So, meine Lieben, ich bin wieder da. Ich hatte hier einen Stromausfall in Kolumbien und musste den ganzen Stream wieder von vorne neu aufbauen. Das mache ich jetzt gerade, wenn ihr mich im Bild seht. Ich mache jetzt gerade die Verbindung auf und da ist alles wieder, wie es vorher war. Wir wollen hoffen, dass es keine weiteren So, ich muss jetzt nochmal reinschauen hier, ob das auch in Ordnung ist. Jawohl. Quality. Everything is about messaging. That's important. Why do you think the Democrats are comfortable running a brain-dead idiot who obviously can't speak in sentences? They are confident that their machinery is so good they could run anybody. But they are also afraid that if So, meine Lieben, was wir jetzt hier haben, ist Charlie Kirk, der Gründer der Vereinigung, von dem ich vorher gesprochen habe. Bitte sagt mir nochmal jetzt, wir müssen das Ganze, tut mir leid, wieder von vorne anfangen. Wie ist der Ton? Wie komme ich rüber? Wie sauber ist es? Könnt ihr was im Hintergrund hören und so weiter? Das ist jetzt erstmal ganz wichtig. Ich hatte einen kompletten Stromausfall hier vor einer Viertelstunde. Also ihr seht, wir kämpfen hier mit allen möglichen Sachen. Okay. Nur damit ihr wisst, was alles hier auf uns zukommt, was wir alles hier. Es ist nicht zu glauben. Manchmal fragt man sich, langt sich am Kopf. Ja. So, hier kommen die Leute wieder rein. Ja, Annette, wenn du nicht rüber auf Rumble kommst, wirst du vieles versäumen dieses Jahr. Ihr müsst euch unbedingt auf Rumble einloggen und dort Mitglied werden, weil mit YouTube wird es immer schlimmer, immer schlechter. Das nur so nebenbei. So, gib mir mal ein bisschen Zeit, dass ich mich hier nochmal koordiniere. Und so, jetzt sind aber ganz schön viele da, über 100 sind drüben bei Rumble. So, hier bin ich wieder, meine Lieben. Also, wir sind jetzt wieder live, wieder angeschlossen. Wollen wir hoffen, dass es alles gut geht. Das ist jetzt mal das Wichtigste. Und ja, es kristallisiert sich jetzt hier etwas heraus, meine Lieben. Das will ich euch noch mal kurz mitteilen. Diese ganzen unsinnigen Sachen, die jetzt auf der Welt passieren, die wecken die Leute auf. Ja? Also, ihr müsst euch mal vorstellen, dieses Theater, das ihr habt in Deutschland mit den Klimaklebern, das ist sowas von unmöglich. Und die Regierung steht und schaut zu und lacht sich ins Fäustchen. Ja? Wer hätte sich mal so ein Irrenhaus gedacht, so ein Narrenschiff, was wir jetzt haben? Und in den Vereinigten Staaten ist es natürlich nicht viel anders. Da ist es ziemlich genauso. Und die Leute spalten sich jetzt in die Verrückten, die das gut finden, die aber auch ja immer weniger werden. In Deutschland sind es noch nicht mal 40%, obwohl sie an der Regierung sind. Und in den Vereinigten Staaten wachen die Leute auch auf, weil die sich sagen, wir müssen endlich mal wieder eine gerade Linie reinkriegen. Ihr wisst ja, dass wir in etwa einem Monat eine neue Währung, die BRIC-Währung haben, die mit Gold gedeckt ist. So. Nur damit die Leute mal ein bisschen aufwachen und sehen, was um uns herum passiert und geschieht. Ja? Das an sich ist ja auch schon etwas, das eigentlich ein normal denkender Mensch ja reagieren sollte. Ne? Ich will mich mal ein bisschen einschalten bei Charlie Kirk. Also das ist wirklich ein brillanter junger Mann. Wir sehen jetzt hier, er ist 1993 geboren, er ist 30 Jahre alt.
Und er hat diese Organisation gegründet. Ihr müsst die nächsten Tage eine Nachricht schenken. Also diese Tagung hier ist schon toll. Man muss sagen, das sind junge, feurige Leute, die sich hier zusammengetan haben, die sagen, wir müssen unser Land retten. Wir können das nicht weiter dulden, was hier um uns herum passiert, und sie sich einsetzen. Ja? So wollen wir hoffen, dass hier bei mir der Strom in Kolumbien weiter so bleibt, wie er ist und nicht ausgeht. Und dann werden wir mal schauen. Okay? Ja, wir werden alle verarscht nach Strich und Faden, stimmt. Absolut richtig. Ich lasse euch ein bisschen reinhören, meine Lieben. Hello, Turning Point Action. As somebody who hails from the People's Republic of California, I have to say it's always wonderful to be in a free state here in Florida with patriots who love America like I do. Take me to task, cause I don't want to wear a mask or take a vaccine that could maybe make me die. They got no scientific evidence to back that crap up. All they do is feed us lie after lie. That's why I will not comply. Now, since back last March, I've had an achy, breaky heart like old Billy Ray Cyrus. Been catching a case of the blues from the news around this damn coronavirus. Now they're telling us we gotta keep our chin diapers up, even if we got the
a shot in the arm. But nobody's talking about exercise or eating food that's fresh grown from the farm. That's why I will not comply. Quit trying to take me to task, cause I don't wanna wear a mask or take a vaccine that could maybe make me die. They got no scientific evidence to back that crap up. All they do is feed us lie after lie. That's why I will not comply. Show 'em what non-compliance sounds like, boys. Oh, hell yeah. Now listen, y'all. The only way to stop the violence is for us to break the silence right now. So if you tend to agree and you're pissed off like me, stand your ass up and scream it out loud. Sing, I will not comply. Quit trying to take me to task, cause I don't want to wear a mask or take a vaccine that could maybe make me die. They got no scientific evidence to back that crap up. All they do is feed us lie after lie. That's why I will not comply. Yeah, I'm here to tell you people I will not comply. No, that's the gospel truth. You can hear it start at dawn in New York Harbor, then move down the crowded highways to D.C. Across 1,000 farms and fields and forests, to the rivers and the hills of Tennessee. From the city streets and dusty roads of Texas, to the glowing sunset light in Monterey. If you listen to the frosty winds in Fairbanks, or the gentle moonlight breeze at Kapalua Bay, there is music in the air across America. 200 years and still the tune is strong, pounding with the rhythm of a beating heart. And freedom is the song. Convictions, and to choose the kind of work we wish to do, to decide just where and how we live and worship, and to strive to make our wildest dreams come true. It's no wonder that this land is the envy of every other nation in the world. Just look what opportunity it offers. Every man and woman, every boy and girl, there is music in the air across America. 200 years and still the tune is strong.
be on earth, land of your arrival or land of your birth. There's no other place you would rather be on earth. There is music in the air across America. 200 years and still the tune is strong. Pounding with the rhythm of a beating heart. And freedom is the song. Here from Atlantic to Pacific, every child of blessing sings along. 300 million voices in harmony, and freedom is the song. Freedom is the song. Freedom is the song. We will make America great again. Thank you, Ohio. Get out and vote. Again. Thank you, Florida. Thank you, Florida. Young man, walk away from the hate. We're all human, and we don't segregate just like women. I'll make America great. We are all in this together. Colors are red, white, and blue, and they stand for every one of you. And together, here's what we're gonna do. We're gonna make America great. Woo! Everybody sing M-A-G-A.
Während eines Livestreams hast du die Möglichkeit, direkt auf der rechten Seite hier im Chat mitzuwirken, Fragen zu stellen, Feedback zu geben. Damit das funktioniert, ist es wichtig, dass du einen Account bei Rumble hast. Das geht völlig kostenlos und ist in wenigen Sekunden erledigt. Aktuell im ausgeloggten Zustand, wo du wahrscheinlich jetzt gerade bist, sieht es so aus. Das heißt, du klickst hier oben auf Sign In. Dann fragt es dich, möchtest du eine neue Registration, also Create a Rumble Account Now, eine neue Registration machen. Klickst einmal auf diesen Button, gibst Name, Username, Passwort, E-Mail-Adresse, Ort etc. an und nachdem du mich hier eingetragen und registriert hast, gehst du einfach nochmal auf unseren Link, am einfachsten über Telegram, klickst drauf, kommst hier auf unseren Stream und wenn du eingeloggt bist, dann siehst du auf der rechten Seite den Chat. Wenn wir Live-Übertragungen von Rallyes oder Trump-Reden machen, starten wir unseren Livestream meist schon etwas vorher. Wir geben aber immer nochmal in unserer Telegram-Gruppe bekannt, wann Trump kommt, sodass das keiner verpasst. In unserer Telegram-Gruppe habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, jeden Livestream oder jedes Video, was kommt, zu kommentieren. Respektiert hier auch einander, egal welche Meinung jemand anderes hat. Bei uns auf TranslatedPress sind alle ganz herzlich willkommen. Wir danken übrigens auch allen Moderatoren, die uns fleißig unterstützen und schauen, dass die ganzen Diskussionen wie auch Livestreams reibungslos ablaufen in dem Chat und natürlich auch bei Telegram. Ihr habt zudem die Möglichkeit, über die Donnerbox, die jeweils verlinkt ist, unterhalb von der Beschreibung, einfach mit einem Klick kommt ihr direkt auf die Übersichtsseite. Ihr seht rechts, wie viel wurde denn schon gespendet. Wir haben hier ein Spendeziel von 2500. Mit diesem Spendeziel sind jeweils die Fixkosten gedeckt, die wir haben, um den ganzen Kanal, Übersetzungen, Tools und so weiter. Alleine bei Rumble bezahlen wir $500 im Monat. Nur damit wir genug Platz haben, um die ganzen Livestreams etc. durchführen zu können. Dann gibt es verschiedenste Tools, die wir nutzen, wie Restream, Übersetzungstools und vieles, vieles mehr. Wenn ihr uns da unterstützen möchtet, könnt ihr das mit egal was für eine Spende, ob das 1 Euro ist, 7 Euro, 10 Euro, könnt ihr einfach hier auf Spenden klicken, mit jeglichen Zahlungsmöglichkeiten uns eine Spende, vielleicht auch mit einem kleinen Feedback, was dann hier auf der Spenderwand vermerkt wird, durchführen. Übrigens, wenn ihr irgendwo ein ganz wichtiges Video auf Englisch vorfindet, egal was, dann bitte ich euch hier unter Videoübersetzung, Kontakt und Kooperationen einfach auf diesen Link zu klicken. Da ist ein Formular und über dieses Formular könnt ihr uns kontaktieren. Beispielsweise, wenn ihr ein spannendes Video gefunden habt auf Englisch, was man unbedingt auf Deutsch übersetzen sollte, dann sind wir froh, wenn ihr uns kontaktiert. Ja, und jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim Livestream. Auch an dich, Arti. Danke für deine tolle Arbeit, die du jeden Tag leistest. Ein großes Dankeschön an alle und viel Vergnügen.
They suck, y'all. I'm telling you right now, I talk to them a lot. And with politicians who lie, but they never hear from us. It's about time they hear from us. That's built by relationship. That's a me and you situation, not media, not politics, not political dogma, not narratives that are a lie. That is person to person, American to American, black man to white woman, Hispanic man to black woman, talking, engaging, finding how are we going to get our country into a better spot. That's how we get to victory. This might be a sore subject for some in this room, but it takes getting out and casting your vote. You see right there? This is the family business discussion of the speech. We're going to have a family discussion. If you think you're going to win by not engaging in the process upon which we win elections, and you think that's victory, that is a lie. It's a lie. I know they cheat. Shoot, they've been cheating in Broward County for how many years they've been cheating in Broward County? But that doesn't mean you don't show up for victory. You can't be timid and think you're going to be successful. Because if you think you're going to be timid and get success, that's not going to work. Somebody lied to you. We have to go and find every vote. We got to find it in every church. We got to find it at every gas station. We got to find it at every nursing home. We got to make sure that at Thanksgiving dinner, that your little cousin who says it doesn't really matter to me, that you tell them, no, you're going to go vote. Give me your phone. I'm registering you right now. That's the pathway to victory. I like to talk about it in terms of football. So, you know, if you had that team, everybody got a favorite football team. Did he say go Dogs? You know you were in Florida, right? In Florida, we say go Noles. And the rest of you don't agree with go Noles, I don't know what to tell you. You root for a bad football team. Anyway, if you're playing football and you know you got a referee team that they don't really call pass interference, what do you tell your wide receivers? You tell them, hey man, just sit down, don't play no more. You tell your wide receivers, you better strap up. And if they're not calling pass interference, then you might have to put a forearm into the chest of that DB. As Republicans, if they're going to try to take it from us, I say, don't go away. You show up with more numbers, and we make sure we got every vote.
But then we're going to have to figure out what we're going to do. In Pennsylvania, in Georgia, in Michigan, in Arizona, in Nevada. Hey, for these other states, Georgia man, Georgia dogs man, you over there, follow the Florida model, baby. We showed you. Do what we do. It'll work out for you. But we're going to have to go win in 2024. We can win in 2024. We are going to win in 2024. But you got to decide, do you want to be active patriots committed to a plan for victory? Do you? I don't know. Turning point, do you want to be active, committed for victory? Because I'm going to tell you right now, if we're active and we're committed, if we're locked in, we're getting those votes. I'm going to be on the campaign train, y'all. I told you this, right? My wife already knows. Honey, I'm sorry. I'm going to be on the campaign trail a lot. Because it's about winning. It's about victory. It's about getting back the radical left out of our schools, getting them out of our military, getting them out of our companies, getting them out of our energy system. It's about looking at Vladimir Putin and Xi Jinping and the mullahs in Iran and telling them, you had your fun, this is over, because the 45th president has now become the 47th president. But it's about something even bigger than that. It's about saving this great nation. It is about preserving America. Yes, it's about making America great again. And it's about maintaining consistent and applying consistent, common sense, conservative solutions that will make America the leader in this world for another 100 years. That is the mission in front of us, Turning Point. So I'm going to be there with you. I know you're going to be there with us. Let's get ready. It's going to be a fight, but I don't know if you know about me. I like a good fight. I do. It's kind of fun. I don't know why these people think that I would be shy. I'm going to leave you with this, and this is the kind of mantra we got to have and understand. In the middle of the battle for Speaker of the House on the steps of the Capitol in January, Manu Raju from CNN asked me, he goes, Congressman Donalds, are you concerned about any retribution because of your stance about the Speaker's vote? And I said, man, Manu, I'm 6'2", 275. I ain't worried about that. Turning Point. That's got to be our attitude and our mission. Well, for some of y'all, don't be 6'2", 275. But we got to tell the radical left, we're not worried about that. We're not worried about them. We are here to save America, and we're going to get the job done. God bless you all. God bless America. That a lot of these members on the other side of the aisle, they'll say one thing and they literally lie to the American people, and so there's no wonder that Americans don't trust Congress, they don't trust the media. There you go. What is going on West Palm Beach? Very, very happy to be here. You know, only a few years ago, I was actually sitting where some of you were sitting today. And let me tell you about the power of not giving up. Okay, so some of you guys know my story. Real quick show of hands, who knows my story? I'm a Turning Point USA alumni. Thank you. I turned down medical school to do exactly what I'm doing today. And a real quick shout out to Tim Ballard, who will be speaking later on today.
As you all know, human trafficking is not a conspiracy theory. And so here we are today advocating for the very same things that I promised I would do once elected. Now, you guys know that I didn't win my first election. In fact, I lost. But I didn't give up. And this year, when I was elected to Congress, I, as well as Byron Donalds and Representative Matt Gaetz, engaged in something called the Speaker's Fight, which you guys all saw, and we helped to change the very foundation in which Congress functions. But in doing that, in being an outsider in Washington, D.C., I still saw so much that needed to change. I saw a system that was supposed to be designed representing the people that had become corrupt, that was no longer representative of what our founding fathers said it should be. I don't fight for special interests. I don't fight for the military-industrial complex. I fight for the American people. And so, going up there, they're thinking, what is this, 7.5-month pregnant, tiny little thing gonna do up there? Let me tell you what I did. Did you know that I was told I couldn't censure Adam Schiff? I was. They told me I couldn't do it. And do you know what I did? I censured Adam Schiff. Which brings me to my next topic. We have a massive, massive fight ahead of us. What I see happening in Washington, D.C., again, is a system in place that's designed to work against the American people. I see candidates running for office in a primary that have no business running for office, right? That say that all of a sudden we should be supporting Ukraine because we don't want to disrupt the world order. I don't care about the world order. I care about the American first order. And I want to share a little something about you that I learned during a CODEL, which is called a congressional delegation. I was in Poland, and we had a sit-down with the Ukrainian parliament. And do you know what they demanded from us? Yes, they demanded money. Yes, lots of money. Actually, they said it was the obligation of every American to pay $200 a month because we should do that for Ukraine. Right? They did. They said that. They then said that they wanted F-35s. Yeah, exactly, no. But then after that, they said something even more disturbing, and I'm telling you now because when I spoke about this on the War Room and when I told the media about this, I had left-wing reporters saying that I was lying. Mind you that they weren't there, I was. I was with the congressional delegation. I had the Speaker of the Ukrainian Parliament tell me and my husband, as well as some other members of Congress, that after Russia left Crimea, they wanted to create a private military army. Military contractors, similar to the Wagner Group. Do you guys know how dangerous that is? And yet we have people running for office that are advocating that we send our sons and daughters to die in a foreign war that we have no business interfering with. I'm telling you right now, and I'm sure my colleagues backstage will agree with me, I will not vote to send our sons and daughters to die in Ukraine. And I refuse to back any presidential candidate that will do that, which is exactly why early on I endorsed President Trump for president. As a United States Air Force veteran and someone who has lost friends in combat, who had my own husband shot by terrorists overseas, he is the only president in my lifetime who has not drawn us into an unnecessary conflict overseas. That is exactly the type of man that we need in Washington, D.C. And what else? We also need fighters. So just real quick show of hands, who here is considering running for office? A couple of you? Okay. Let me tell you something about Turning Point Action. When I was getting my face ripped off by the Democrats, they spent $12 million to 1. That's how much I was outspent. This organization came in and they stuck by me. They worked with me. Some of my, hey Penny.
We were able to make over 90,000 phone calls and knock over 50,000 doors, and that is how I got to Washington, D.C. And these people, they're not there to play games. You go up there, you hear about what they say. They're trying to erase women completely. They say breastfeeding is now chest feeding. They completely want to remove children from their parents and have big government come in. How many of you were disturbed to hear Biden say that your children were now his children? I don't know about you, but my colleague Byron Donalds pointed out something. If the guy can't even count his grandchildren, what makes you guys think that he'd be good with telling you what to do with your children, right? Exactly. So when it comes time to get involved this next election cycle, which we're already in the thick of it now, I want you guys to remember something. People will show you exactly who they are under pressure. And when you had candidates not able to face Tucker Carlson, that was a great debate, by the way, if you guys didn't see it. Do you think that they have any business sitting in the Oval Office? Do you think they would be able to stand up to the United Nations? What about the World Health Organization? How about the CDC? That is exactly why we need President Trump for 2024. That is exactly why I'm going to be working to get other candidates like myself, like Representative Gates, like Representative Byron Donalds elected, because these are the real fighters in Washington, D.C. When they can't beat you, they'll lie about you. They did it to Trump. They'll do it to all of us. But guess what? In the end, we win. And with that being said, I just want to finish with this. I see a lot, I talk to a lot of people, and I've traveled the country and the world for that matter as a member. And what I can tell you is every single world leader that I've met with so far is waiting for Trump to come back for one reason. China. China is the biggest threat that we have right now on a world stage. If you guys aren't tracking what's happening with BRICS, you should be. They are trying to align against us. What he said. But it's a huge problem. And when I'm meeting with these foreign leaders and they're telling us we need Trump back, they're waiting for us to shine again, be the beacon of light and freedom in this country and on the world stage. I'm telling you right now, he's going to win, and we're going to be there every step of the way. Thank you. God bless all of you. God bless West Palm Beach, and God bless America. Thank you. We must fight to save America now, or we may lose her forever. We won't settle for decades of bad decisions by basement-dwelling Joe Biden. Thank you. Words cannot express my love for Florida and for all of you. Whether you're visiting a native Florida man like me, or if this paradise is a reward for a life well lived elsewhere, we're glad you're here. Some of you are future Florida women and Florida men. Ponce de Leon famously traversed this land looking for the fountain of youth. And more recent arrivals have completed that adventure. We call it the Villages. Seminole winds whisper through our river of grass, still home to swamp monsters like gator, bear, even the Florida panther, though a different breed of cougar does roam the streets of Palm Beach. Today, our young and bright minds build great companies, share life-changing innovations, and launch our best
beyond the stars and into the heavens. In recent years, I've traded far too many days in the swamps of my beloved Florida for the swamp of Washington, D.C. And if you haven't noticed, I've directed a little sunshine into some pretty dark spaces. I don't think I'm going to be on Christopher Wray's Christmas card list, or John Durham's, and maybe not Kevin McCarthy's either. And you know what? That's all right with me. Earlier this year, we put the speaker and the world on notice. No more cheerfully presiding over American decline on our watch. No more messaging bills, no more press releases devoid of action, no more bluster and bullshit masquerading as bravado. The House of Representatives is the people's house, and the establishment has learned in vote after vote that the low energy, low IQ, low T husks of humans don't work here anymore. Now I roll with Byron Donalds and Marjorie Taylor Greene and Anna Paulina Luna and Lauren Boebert and many more. And of course, we ride or die with President Donald John Trump. We have a nation, a culture, a people to save, and there is not a second to waste. But we cannot do it alone, and so I have to ask you, are you ready for what comes next? Joe Biden just activated 3,000 reservists. Sleepy Joe, who promised us that he was going to be like the national sedative, is now exporting cluster munitions to Ukraine. We are still demining cluster munitions in Laos 50 years later. It's a terrible thing. A president who most days cannot find his pants should not be able to sleepwalk the United States of America into a war with a nuclear power. So I need you to help me get this nation to focus. Defeating Russia in the Donbas is not as important as ensuring that the dollar defeats the yuan for all of your future. Your leaders obsess over these broke-down Russian tanks oceans away, but they ignore the Chinese conversion of Cuba to a high-tech launching pad for chaos in our homeland. Are you ready for the change in pace in today's economy? Most sixth graders will have jobs in the future economy that don't even exist today. The skills I developed in school, memorization, LexisNexis research, technical writing, quite soon those skills will be less useful than John Fetterman. So I need you to view your personal skill stack as operatives and warriors in this movement as the most important portfolio that you could ever manage. If you aren't an online warrior, become one. If you don't know how to use the most modern communications and election technology, learn it. If you're not ballot harvesting yet, there are people here you can collaborate with who will teach you. Let's get on the balls of our feet. Let's get on the front end of this fight. I need you sharing videos, creating content, knocking on doors, making phone calls, and organizing your communities and your churches and your social networks like your life depends on it, because it does. When we endeavor on these things, are you ready to be targeted? Because you will be. Know that. Accept it. Get zen with it. But I don't just sit around taking punches. I've learned to dish a few out. Recently, Chris Christie attacked me for asking tough questions of the FBI director who was Christie's personal lawyer during Bridgegate. You know when I stopped being afraid of COVID? When Chris Christie beat COVID. Almost nobody's going to get beat by Chris Christie in the upcoming, Chris Christie's not going to beat that many people in the upcoming election, so if he beat COVID, there wasn't anything. I was out in karaoke bars the very next day.
Are you ready? Not just to endure the left, but to confront them in the battle space of discourse? The left's ideas, their platforms, their candidates, heck, even some of their women just grow more sterile with every self-loathing iteration. Like, the way to respond to sterility is virality. This is an activist conference, so be active, be energetic, be useful, and tell people what you think as you mobilize. Everything right now is so dead and boring and lame and trans. Heck, even the trans want to change. And even though a bunch of you here aren't old enough to drink yet, you were not happy with that Bud Light Dylan Mulvaney thing. But look, in these days, he could have been the new Barbie. Speaking of which, there's this big online debate raging right now, and I just want to settle as one true north for the nature of truth itself. Margot Robbie is not mid. A 10 is a 10, even with Common Core math. The Bible tells us, be not afraid. I know that part. Whether it's the ATF, FBI, DOJ, Christopher Wray, John Durham, I'm not afraid to ask the tough questions, to demand answers, and to show these people for what they are when they try to lie and cheat and steal away the promise of our beloved America. This is not the Lincoln Douglas Debating Society or the Neighborhood Civility Brunch. This is a fight to save the greatest country that has ever existed. And so here is my charge to all of you, to all of my colleagues in the Congress. Join the ranks of the firebrands or get out of our way. So, meine Lieben, ich will mich wieder mal zurückmelden. Hier ist Matt Gaetz oder Matt Gaetz, der Repräsentant im Kongress für Florida, Bundesstaat Florida. Er ist ein ganz feuriger Trump-Verfechter, jemand, der für Donald Trump mit wirklich voller Inbrunst seine Rede hält, der Donald Trump verteidigt und der zusammen mit Marjorie Taylor Greene im Kongress die MAGA-Truppe sehr, sehr effektiv und erfolgreich vertritt. Er war einer der 2 oder 3 einzigen Repräsentanten vorgestern oder die letzte Woche, die am Mittwoch den FBI-Direktor wirklich in Schwitzen gebracht haben. Die einen haben sich nicht getraut, leider. Ich habe euch dazu ein Video reingestellt, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Wie sieht es denn aus, meine Lieben, hier mit dem Ton? Könnt ihr mir dazu ein bisschen Feedback geben, ob das in Ordnung ist? Ich hoffe, dass wir keine Unterbrechungen haben, keine Strom- und Energieprobleme mehr hier, wo ich wohne, in Kolumbien, dass wir weiter übertragen können. Und bitte sagt mir mal jemand, wie es aussieht hier. Ja, hier hört man ähnliche Töne wie jetzt von der AfD in Berlin auch, wo es heißt America first and forever, also Amerika an erster Stelle. Und so ähnlich sollte es ja in Deutschland auch heißen, Deutschland an erster Stelle. Ja. Ich denke, es wird noch circa 2 Stunden dauern, bis Donald Trump kommt.
Ja, es muss was passieren. Es muss was passieren in Deutschland, muss was passieren in Berlin und in Washington. Ich glaube, das ist so ziemlich jedem klar jetzt, was nämlich hier so alles abgeht, ist ja auch kaum noch zu ertragen, meine Lieben. So, ich will jetzt mal reinhören. Ich schätze mal, dass jeden Moment Marjorie Taylor Greene hier auch auf die Bühne kommt und die Rede würde ich gerne übersetzen, denn das ist wirklich eine feurige Frau, die also keine Angst hat. Und ich bin eigentlich immer sehr froh, ihr zuzuhören. Sie hält auch sehr gute Reden, das muss man sagen. Mit Romney. Charlie Kirk sagt jetzt, was denkt ihr über Mitt Romney? Also wenn es so weitergeht, kann ich mir schon vorstellen, dass die Republikaner jetzt einen Weg finden, um die lästigen, sturen, alten Republikaner, die Trump im Weg stehen, endlich in die Pension zu rangieren. Menschen haben mich gefragt, warum ich mich für den Senat habe aufstellen lassen. Utah verdient einen konservativen Abgeordneten. Wir sind ein konservativer Staat und wir sind jetzt müde. Wir haben genug davon, dass wir uns dauernd für Mitt Romney entschuldigen müssen. Ich kann euch etwas garantieren. Biden möchte nicht, dass ich in der Nähe des Senats komme. Das kann ich euch schwören. Biden will es nicht. Er will es verhindern. Wir haben die Nase voll. Charlie hat es bereits gesagt. Das Etablissement hat uns hintergangen. Es hat seine Arbeit nicht gemacht. Und jetzt ist die Zeit, dass sich die Dinge verändern. Wir sind jetzt am Punkt der Veränderung angelangt. Wenn man sich echt konservative Kandidaten zurechtlegt und sie vorbereitet, dann können wir auch etwas erreichen. Vielen Dank für eure Hilfe. Danke schön, liebe Scarlett, für deine Nachricht. Du sagst, der Ton ist gut, das freut mich. Vielen Dank für deine Hilfe. Es gibt keine Kultur der Redefreiheit mehr in den Vereinigten Staaten. Das wird hier sehr oft gesagt. Ramaswamy ist ein Kandidat, der gegen Donald Trump keine großen Chancen hat, aber er hat sehr, sehr gute Argumente, meine Lieben. Er ist ein sehr kluger Mann, er ist Kind von Einwanderern aus Indien und seine Reden sind immer sehr feurig, sie sind sehr gut. Er kann vor allen Dingen sehr gut diskutieren und debattieren und er ist schwer unterzukriegen sozusagen. Also er ist ein kämpferischer Mann. Also das muss man schon sagen. Ich mag ihn. Wir werden die Wahrheit sagen. So machen wir es. Ich werde mich gleich hineinbegeben. Wir sind in der Mitte einer nationalen Identitätskrise. Glaubt mir, ich bin 37 Jahre alt. Ich bin der erste Kandidat des 21. Jahrhunderts, der sich als Präsidentschaftskandidat aufstellen lässt in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Wir sind hungrig, wir sind bereit, etwas zu schaffen,
das sinnvoll ist, dass eine Identität uns schafft. Und in einer Zeit in unserer nationalen Geschichte wollen wir diese Lehre von uns weisen. Wir wollen hart arbeiten. Wir brauchen Familie. Diese Dinge sind verschwunden und das überlässt uns mit einem dunklen, schwarzen Loch. Und dort wird das Gift in die Lehre eindringen. Das Klimatismus, dieses Corona-Gequatsche. Und das hat natürlich sehr viele Depressionen zur Folge, es hat Suiziden zur Folge. Und wir sind ein Land, das keinen Glauben hat. Wir haben jetzt die Symptome einer Nation, die keine sinnvollen Ziele mehr hat. Wir können nicht immer davonlaufen vor uns selbst. Wir müssen uns verändern, wir müssen etwas entgegenrennen und nicht immer davonlaufen. Was heißt es, ein Amerikaner zu sein? Wenn Sie heute jemanden fragen, dann schaut er Sie ganz dumm an. Er weiß gar nicht, was er Ihnen sagen soll, wenn Sie ihm diese Frage stellen. Lasst uns darüber reden, was es heißt, ein Amerikaner zu sein. Es heißt, dass wir in das Gute glauben, dass wir in die Exzellenz glauben, dass es nicht nach der Hautfarbe geht, sondern dass es auf deinen Charakter ankommt, dass es auf deine Ehrlichkeit, auf dein Inneres ankommt und nicht auf deine Hautfarbe. Wir leiden unter einem Krebs an unserer nationalen Seele, der sich dort hinein verbissen hat. Und wir werden jetzt das amerikanische Militär darauf vorbereiten, dass es unsere Grenzen beschützt. Wir glauben, dass die Menschen, die wir in ein Amt gewählt haben, sie sind diejenigen, die sollten unsere Regierung managen und nicht die Bürokratie, die alles durchzogen hat. Wir dürfen nicht nur eine Reform machen von den Behörden, das nützt uns sehr wenig. Ob es jetzt das Finanzministerium ist, das so viel Bürokratie hat, die niemals hätte zustande kommen dürfen. Wir müssen das ausrotten und das, was es bedeutet, in einer konstitutionellen Republik zu leben. Und darum geht es in dieser Kampagne. Wir müssen die Wahrheit sprechen, die wirklich knallharte Wahrheit, ohne uns dafür schämen zu müssen. Wir müssen heute und immer die Wahrheit reden. Gott ist wirklich und das ungeborene Leben ist auch echt. Wir brauchen natürliche Erdvorkommen und Erdschätze. Es ist die Basis für eine erfolgreiche Wirtschaft. Die Eltern müssen entscheiden dürfen und müssen entscheiden, wer die Bildung für ihre Kinder leitet. Kapitalismus ist das beste System, um den Menschen Wohlstand zu geben und sie vor der Armut zu schützen. Es gibt zwei Linien der Regierung und nicht vier. Und eine Verfassung ist die beste Art und Weise, ein Land zu verwalten. Wir werden uns für die Wahrheit erheben. Das ist, was die amerikanische Revolution uns gelehrt hat. Das ist, wonach wir streben im Jahr 2024. Vielen Dank. Dankeschön. Also ich bin gerade am Aufwärmen, ich habe noch mehr für euch.
Wir reden die Wahrheit und lasst uns die Wahrheit auch erwähnen, die uns etwas wehtut, die nicht so einfach zu verdauen ist. Es ist Zeit, dass wir nach vorne streben. Ich würde euch gerne sagen, dass wir wieder mal Kumbaya singen können, dass wir wieder eine Gemeinschaft finden zueinander. Wir können nicht nach vorne gehen in diesem Land, bis wir nicht die Wahrheit in diesem Land entdeckt haben und bis wir nicht die Wahrheit aufgedeckt haben aus dem Jahr 2020. Wir können es nicht ignorieren, was uns im Jahr 2020 aufgetischt wurde. Wir müssen das bereinigen. Wollt ihr die Wahrheit wissen von 2020? Dann lasst uns darüber reden. Die Zensuren, die Beeinflussung der Wahlen, der 6. Januar. Die Wahrheit wird euch sagen, dass der 6. Januar war, ja, man will euch einreden, dass die Katastrophe des 6. Januar von einem Mann ausgelöst wurde, dessen Namen man nicht betonen darf. Man darf ihn nicht aussprechen. Es war das Resultat einer perversen Zensur, die sich über das ganze Land hinaus gebreitet hat. Wenn man den Menschen verbietet, Aufschreie zu tätigen, aufzuschreien, dann wird es gefährlich. Es gibt eine Pandemie, von der wir wissen, dass sie in einem Labor in China ausgelöst wurde, aber es war uns nicht erlaubt, das zu betonen und wir wurden dafür als Rassisten bezeichnet. Und sie haben uns befohlen, in unseren Wohnungen, in unseren Häusern eingeschlossen zurückzubleiben. Sie haben uns verboten, hinauszugehen. Sie haben uns in unseren Keller verbannt. Während draußen die Gegner auf den Straßen dieses Land angezündet haben und die Straßen verwüstet haben und nichts gegen sie getan wurde. Und dann haben sie in weniger als einem Jahr einen Impfstoff herausgezaubert und euch dazu verpflichten wollen, diesen Impfstoff in euren Körper zu spritzen, obwohl sie nichts darüber wussten, weil er noch nicht mal ein Jahr alt gewesen ist. Und diese Leute, die das verursacht haben, das ist unsere Pflicht, sie dafür verantwortlich zu machen, was sie unserem Land und der Welt angetan haben. Die Geschichte von Hunter Biden und seinem Laptop, von denen wir heute wissen, dass sie absolut Wahrheit ist. Und wir wissen heute, dass dort Korruption aus der Ukraine stattgefunden hat und dass man bis heute Schmiergelder an den Sohn des Präsidenten zahlt. 200 Milliarden Dollar bezahlen wir, um andere Grenzen weit weg von unserem Land zu schützen und unsere eigene Grenze verwahrlost in der Zwischenzeit und wir passen nicht auf sie auf. Und sie haben das viertgrößte Zeitungsunternehmen, die New York Post, die vom Ex-Präsidenten Alexander Hamilton gegründet wurde wegen einer Falschmeldung zugemacht. Man hat die Twitter- und die Facebook-Konten gesperrt, alles aufgrund von falschen Behauptungen. Es ist wirklich eine Gefahr für unsere Demokratie, was hier passiert, und das ist die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit erstmal anerkennen,
Erst dann können wir eine vernünftige Debatte führen miteinander. Ich will euch was erzählen. Ich bin in eine Generation geboren, wo man uns gelehrt hat, dass wir unsere Diversität zelebrieren, wo wir unsere Unterschiede zelebrieren. Wir sind doch als Amerikaner ein und dasselbe und wir haben das vergessen. Es ist uns komplett entgangen. Es gibt Menschen in diesem Land, die sehr, sehr böse sind mit mir, weil ich meinen Opponenten Donald Trump nicht kritisiere. Und ich will euch etwas sagen, ich habe mich hier nicht aufstellen lassen, um gegen einen Gegner aufgestellt zu sein. Ich bin hier, um euch zu vertreten, um dieses Land zu vertreten. Wir müssen uns daran gewöhnen, einen Zusammenhalt hinzukriegen. Unsere Stärke ist, was uns zusammenhält hier in diesem Land. Wir sind einfach eine Gruppe von anderen Menschen, die hier in einer geografischen Stelle, dass wir unser Land nennen, zusammenleben. Amerika ist eine Vision von dem, was dieses Land sein kann. Aus vielen entsteht eine Einheit. Und das ist, was uns die amerikanische Revolution gelehrt hat und womit wir die amerikanische Revolution auch gewonnen haben und einen Sieg hervorgebracht haben. Wenn wir diesen Traum der amerikanischen Revolution wieder neu erwecken können, dann haben wir auch eine Chance, wenn wir die Opfer beschützen, wenn wir die Traurigen umarmen, wenn wir es nicht erlauben, dass ein Virus uns zerstört und uns verwirrt. Ein Zusammenhalt wird dieses Land retten können und nur ein Zusammenhalt. Gott möge die Vereinigten Staaten schützen. Dankeschön. So, das war Ramaswamy, einer der Kandidaten, der sich hat aufstellen lassen für die Republikaner. Er sagt, er wurde kritisiert, weil er Donald Trump nicht kritisiert, weil er nichts Schlechtes über ihn sagt. Die Republikanische Partei muss sich finden. Sie muss wirklich jetzt in diesen kommenden Wahlen einen Zusammenhalt finden. Sonst ist dieses Land wirklich in Gefahr. Während eines Livestreams hast du die Möglichkeit, direkt auf der rechten Seite hier im Chat mitzuwirken, Fragen zu stellen, Feedback zu geben. Damit das funktioniert, ist es wichtig, dass du einen Account bei Rumble hast. Das geht völlig kostenlos und ist in wenigen Sekunden erledigt. Aktuell im ausgeloggten Zustand, wo du wahrscheinlich jetzt gerade bist, sieht es so aus. Das heißt, du klickst hier oben auf Sign In. Dann fragt es dich, möchtest du eine neue Registration, also Create a Rumble Account Now, eine neue Registration machen, klickst einmal auf diesen Button, gibst Name, Username, Passwort, E-Mail-Adresse, Ort etc. an und nachdem du dich hier eingetragen und registriert hast, gehst du einfach nochmal auf unseren Link, am einfachsten über Telegram, klickst drauf,
kommst hier auf unseren Stream und wenn du eingeloggt bist, dann siehst du auf der rechten Seite den Chat. Wenn wir Live-Übertragungen von Rallyes oder Trump-Reden machen, starten wir unseren Livestream meist schon etwas vorher. Wir geben aber immer nochmal in unserer Telegram-Gruppe bekannt, wann Trump kommt, sodass das keiner verpasst. In unserer Telegram-Gruppe habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, jeden Livestream oder jedes Video, was kommt, zu kommentieren. Respektiert hier auch einander, egal welche Meinung jemand anderes hat. Bei uns auf TranslatedPress sind alle ganz herzlich willkommen. Wir danken übrigens auch allen Moderatoren, die uns fleißig unterstützen und schauen, dass die ganzen Diskussionen wie auch Livestreams reibungslos ablaufen in dem Chat und natürlich auch bei Telegram. Ihr habt zudem die Möglichkeit, über die Donnerbox, die jeweils verlinkt ist, unterhalb von der Beschreibung, einfach mit einem Klick kommt ihr direkt auf die Übersichtsseite. Ihr seht rechts, wie viel wurde denn schon gespendet. Wir haben hier ein Spendeziel von 2500. Mit diesem Spendeziel sind jeweils die Fixkosten gedeckt, die wir haben, um den ganzen Kanal, Übersetzungen, Tools und so weiter. Alleine bei Rumble bezahlen wir $500 im Monat. Nur damit wir genug Platz haben, um die ganzen Livestreams etc. durchführen zu können. Dann gibt es verschiedenste Tools, die wir nutzen, wie Restream, Übersetzungstools und vieles, vieles mehr. Wenn ihr uns da unterstützen möchtet, könnt ihr das mit egal was für eine Spende, ob das 1 Euro ist, 7 Euro, 10 Euro, könnt ihr einfach hier auf Spenden klicken, mit jeglichen Zahlungsmöglichkeiten uns eine Spende, vielleicht auch mit einem kleinen Feedback, was dann hier auf der Spenderwand vermerkt wird, durchführen. Übrigens, wenn ihr irgendwo ein ganz wichtiges Video auf Englisch vorfindet, egal was, dann bitte ich euch hier unter Videoübersetzung, Kontakt und Kooperationen einfach auf diesen Link zu klicken. Da ist ein Formular und über dieses Formular könnt ihr uns kontaktieren. Beispielsweise, wenn ihr ein spannendes Video gefunden habt auf Englisch, was man unbedingt auf Deutsch übersetzen sollte, dann sind wir froh, wenn ihr uns kontaktiert. Ja, und jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim Livestream. Auch an dich, Arti. Danke für deine tolle Arbeit, die du jeden Tag leistest. Ein großes Dankeschön an alle und viel Vergnügen. Yeah, and it's so totalitarian in that if you don't conform, we're going to force it forward with you. And, you know, Megan, this is happening so fast. I believe we're living through a cultural revolution, a forced forward momentum moment where they're trying to remake fundamental terms and language. And if you disagree, you know, they slaughter you. But it takes truth tellers, takes people like yourself and people like you to willing to speak out and say, no, I'm actually not going to do that. No, I actually think it's wrong that Thomas won the NCAA championship as a biological man. Megan Rapinoe or Rapinoe? Rapinoe, right, Rapinoe. soccer. Did you see this? Yeah, I saw it. She's absurd. She comes out and she says, it's not happening. Men aren't winning these competitions. Now, Megan, that gets to the root of something. We no longer have differences of opinion. We have different realities. Where Megan can't even acknowledge that the thing we're also seeing is a thing that we're seeing. Think of the gall of this person to have made millions of dollars off of us, the American people, out on that soccer field. She didn't have to compete against biological men. She did it all while she had a level playing field, playing against just girls. Now, Megan Rapinoe does not have a child. And so what does she want? She wants your daughter and my daughter to have to compete against a man out there after she's made her millions and she's safe. Well, no, because you know what? Not only is it unfair, it is unsafe. And you need to go no further than North Carolina to look at the young volleyball player, 17 years old, who came on my show, who was forced to play against a biological boy on the other team, who had to spike the ball in her face so severe she has permanent damage as a result of it. Megan Rapinoe can take a seat because she no longer has to take the risks. This movement is accelerating, but Megan, you and I were talking about this privately. I actually think it's a winner politically for Republicans, and I just want you to talk about this objectively. Do you think are Republicans forceful enough on this issue? Is there a little bit too much tap dancing on it? I mean, it depends on the Republican. I mean, I think Ron DeSantis nailed it.
You know, he spoke with Benny Johnson within the past month and said explicitly, you know, this absurdity of pretending that a man can become a woman. That's not possible. That's perfectly clear. He's exactly right. You shouldn't be afraid to say that. Trump's gotten some criticism for, you know, the stance he had in 2016. Well, I would submit. Hallo meine Lieben, warum schmecken Früchte und Gemüse so wie früher? Habt ihr euch schon Gedanken darüber gemacht? So muss es natürlich nicht sein, meine Lieben. Hydrokultur, das ist die Zukunft. Und zwar bei sich zu Hause in ihren eigenen vier Wänden. Zu den Vorteilen der Hydropontikkultur zählen größere Ernten, schnelleres Wachstum und weniger Probleme mit Schädlingen und Krankheiten. Selbst wenn Sie einen eigenen Garten haben, ist es viel praktischer, Ihre eigenen Früchte- und Gemüsesorten zu Hause auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Wohnzimmer zu züchten. Wir liefern Ihnen dazu alten Samen, der nicht genmanipuliert ist und extra für Sie in Andalusien angebaut wird, speziell für dieses Projekt. For ridicule and the drawing of the lines. And what I'm afraid, though, is that they've advanced so far that this idea toxin has gone into institutional high-level society. I think we're at that breaking point or around that. Yes, but I think there's nothing but hope for the future because people are waking up. You know, I think a lot of people were like me where they were empathetic and they were trying to be non-bullying when it was a very, very small sliver of the population struggling with this issue. And now that not only has it exploded because it is a social contagion, but it's more than just exploded. It's now to the place where, for the first time in U.S. history, they're not just saying, accept me and my lifestyle. They're saying, I want you to change your beliefs. I want you to change the way you and your children approach sports. Wir haben hier Megyn Kelly. Megyn Kelly hat einen Kanal, der sehr erfolgreich ist, der mehrere Millionen Abonnenten hat. Sie war jahrelang bei Fox News tätig gewesen und sie ist eine überzeugte konservative Journalistin und Reporterin. Sie hatte im ersten Teil von Donald Trump 2016, als er sich hat aufstellen lassen, einige Auseinandersetzungen mit Donald Trump, noch bevor Donald Trump im Amt war, während er seine Kampagne damals aufgebaut hat. Und Donald Trump hat sie also ziemlich hart angegriffen und sie hat ihn auch ziemlich hart angegriffen damals. Und das hat sich dann aber später gelegt. Sie sind also nicht jetzt besonders gute Freunde. Sie hat Donald Trump auf ihrem Kanal, glaube ich, danach gar nicht eingeladen, als sie wegging von Fox News. Aber sie ist eine überzeugte konservative Person geblieben, die sich für die Werte der Republikaner einsetzt. Und sie hat ein verhältnismäßig gutes Programm, kann man sagen, das also ja, ein paar Millionen Abonnenten hat, die ihr folgen. In Deutschland ist sie nicht so sehr bekannt, aber in Amerika ist sie sehr bekannt und sie ist eigentlich jemand, der sich so in der Mitte aufhält, aber mehr, sagen wir mal, rechts der Mitte, nicht links. Ich rede jetzt von den Republikanern, ja, also von den Konservativen. Und ihr Thema ist auch das Thema von MAGA. Also sie ist gegen Frauen im Sport. Sie ist dagegen, dass man Kinder schon mit 11, 12, 13 Jahren sexuell umoperieren lässt, also von Mädchen zu Jungen und Jungen zu Mädchen. Das passiert ja gerade in Kalifornien jetzt.
Und daraus entstehen ganz große emotionale Schäden. In Iowa geht jetzt ziemlich viel ab. Man muss jetzt auch sehen, dass jetzt die Vorwahlen, die Vorentscheidungen für die Präsidentschaft 2024 in Vorbereitung sind. Also so mehr jetzt dieses Jahr vergeht, umso näher wir an Ende des Jahres kommen, umso mehr werden wir diese Wahlkämpfe sehen. Und da entscheidet sich ja jetzt, wer dann die offiziellen Kandidaten sind. Die Demokraten haben sich dazu nicht geäußert, sie sagen immer Biden, aber es glaubt wirklich keiner richtig daran. Auch die Demokraten glauben nicht wirklich daran, dass Joe Biden sich nochmal aufstellen lässt, egal wie oft er es wiederholt und behauptet. Er ist ja kaum noch in der Lage, jetzt einen kompletten Arbeitstag hinzulegen. Wie soll er das noch 4 Jahre schaffen? Also das glaubt kein Mensch. Und dass es da eine Überraschung geben wird, ich glaube, das ist gar kein Geheimnis mehr. Das ist ziemlich klar in der Zwischenzeit. Ja. Hallo Schmetterling, liebe Grüße nach Brandenburg, wo du gerade jetzt neu lebst. Ja. Ich wünsche dir liebe Grüße aus Kolumbien, Schmetterling. Ja, und wie gesagt, bei den Demokraten hört man nichts. Man redet wieder von Joe Biden und die Menschen ignorieren das, selbst die eigenen Demokraten. Und dann haben wir jetzt, soweit ich weiß, bei den Republikanern, ich will euch das jetzt mal sehen, wer da ist. Also es gibt die Gouverneurin von North Carolina, es gibt, ich habe die Namen jetzt nicht alle im Kopf, es gibt Chris Christie, es gibt Ramaswamy, also ich glaube, und DeSantis. Also ich glaube, im Moment haben die Republikaner mit Donald Trump, glaube ich, 6 Kandidaten. Also ich glaube, es sind 5, die gegen Donald Trump im Moment aufgestellt sind, aber sie sind noch nicht mal in der Nähe. Donald Trump hat weit über 50, sogar bis 60%. Wer am ehesten dran ist DeSantis, aber DeSantis hat nur 22 Punkte. Also er ist fast 40 Punkte unter Trump. Und alle anderen sind in ganz geringer Punktzahl. Also es dürfte eigentlich nicht das geringste Fragezeichen im Raum stehen, wer der Präsidentschaftskandidat für die Republikaner werden wird. Mit Sicherheit Donald Trump. Ich meine, wir gehen natürlich davon aus, hier auf der europäischen Seite, also ich rede jetzt von den Deutschsprechenden hier in unserem Kanal auch, weil wir ja sowieso eigentlich Donald Trump-Fans sind und Donald Trump auch schon die ganze Zeit immer wieder verfolgen, im Sinne, dass wir seine Reden übertragen und uns darüber informieren, was gerade um ihn herum geschieht. Aber die Zahlen an sich sprechen ja für sich selbst und sie zeigen uns ja, dass kein Kandidat jetzt, die meisten sind ja in Deutschland unbekannt, die gegen Nikki Haley zum Beispiel. Sie war ja die Repräsentantin in den Vereinten Nationen der Vereinigten Staaten für Donald Trump. Also sie war der Ambassador, der Botschafter der Vereinigten Staaten bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley. Und sie ist Gouverneurin und sie ist also aufgestellt. Ja, Chris Christie, ehemaliger Gouverneur von New Jersey, ein Bundesstaatsanwalt, der schon das letzte Mal sich hat aufstellen lassen und auch nicht gewinnen konnte.
der also schon das zweite Mal gegen Donald Trump antritt und eigentlich gar keine Chancen hat. Hier kommt jetzt gerade Robert F. Kennedy Jr. ins Gespräch. Und Robert F. Kennedy hat sich aufstellen lassen. Er ist Kandidat. Also äh, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Demokraten ihn als ihren Kandidaten dann am Ende, also wenn ja nur noch zwei da sind, ja, also gegen Donald Trump aufstellen wird, kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist interessant, er ist populärer unter den Demokraten, Robert Kennedy Jr. Er ist populärer als Biden, ja. Also es gibt große Teile der Vereinigten Staaten, wo die Demokraten sich mehr für ihn entscheiden als für Biden. Also Robert Kennedy Jr. Ist, äh, ist ja sehr skeptisch, was gerade das Impfen angeht. Wenn ihr euch erinnern könnt, er war in Berlin, als die Querdenker-Demonstrationen in Berlin im Jahr 2020 und 2021 so viel Aufsehen erregt haben, wo man die Querdenker also regelrecht, wie soll ich sagen, zerrissen hat, ja, also ständig. Und da war Robert Kennedy Jr. in Berlin. Keiner der Politiker, von Angela Merkel gar nicht zu reden, keiner der Politiker damals in Berlin hat ihn begrüßt oder sonst etwas, weil er eben bekannt ist, dass er ein Impfgegner ist. Vor allen Dingen, er sagt ja von sich selber, dass er kein Impfgegner an sich. Das heißt, er hat nichts gegen das Impfen, wenn es die richtigen Stufen der wissenschaftlichen Forschung durchgemacht hat und mindestens 10 Jahre alt ist. Dann hat er nichts gegen das Impfen. Er hat nur etwas dagegen, dass man die Menschen dazu zwingt, neue Impfstoffe in ihren Körper zu spritzen, wenn sie noch nicht lange genug auf dem Markt sind. Das heißt also, wenn die Wissenschaft noch nicht eine Mindestzeit von 5 Jahren plus hinter sich gebracht hat, und gerade jetzt bei dieser Corona-Geschichte hat er ja Klagen erhoben und hat sich da, aber er wird unrechtmäßig als allgemeiner Impfgegner bezeichnet und da wehrt er sich dagegen. Er sagt, ich unterscheide. Und er ist kein aggressiver Mann. Also er ist jemand, der eigentlich für seine Herkunft, was ja wirklich oberster Adel der Vereinigten Staaten ist, sozusagen oberster politischer Adel, Kennedy, er verhält sich eigentlich ziemlich ruhig. Er ist ein sehr gelassener, ausgeglichener, ruhiger Mann. Ja, Megyn Kelly redet jetzt über die Kinder. Und was man mit den Kindern macht, ist unglaublich. Also man kastriert Kinder schon im Kindesalter und man verabreicht ihnen chemische Stoffe. Ich habe ein Interview für euch kopiert, einen Podcast. Ich will es nochmal wiederholen, den solltet ihr euch unbedingt anschauen. Ich werde ihn
Nach dieser Übertragung werde ich dieses Video hochladen. Das dauert fast 2 Stunden. 1 Stunde und 52 Minuten. Das hat mich sehr viel Kraft und Zeit gekostet und sehr viel Arbeit gemacht. Ich habe das aber in einer Rekordzeit übersetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass dieses Podcast euch einen wichtigen Hintergrund gibt über das Video Sound of Freedom. Dieses Video Sound of Freedom, wenn ihr es gesehen habt, könnt ihr viel besser verstehen, wenn ihr diesen Podcast euch anschaut. Und da wird auch das Thema der Kastrierung von Kindern, der Sexoperationen an Kindern, an unmündigen Kindern, an Kindern, die noch nicht mal 12, 13 Jahre alt sind, die Chemie, die ihnen verabreicht wird für ihre Sexverwandlung. All das wird darin besprochen. Das hat auch etwas zu tun mit dem Film. Ich will das jetzt nochmal wiederholen, wer mich hört. Schaut euch unbedingt diesen Podcast an. Wir können ihn nur auf Rumble hochladen, nicht auf YouTube. YouTube ist wieder dabei in einem Wahn der Zensur. Und umso näher wir an die Präsidentschaftskampagne der Vereinigten Staaten kommen, jetzt für 2024, umso mehr werden wir jetzt auch diese Zensuren erfahren. Sie werden wieder aggressiver werden, sie werden wieder schlimmer werden. Und das Eingreifen dieser sozialen Medien wird auch wieder radikaler werden, als es sowieso schon ist. So, ihr lieben Leute, die ihr gerade alle auf YouTube seid, entscheidet euch auch rüber auf Rumble zu gehen, denn wir werden bei Rumble in der nächsten Zeit die Dinge hochladen, die nicht zensiert werden. Wenn ihr Zensiertes sehen wollt, dann könnt ihr auf YouTube bleiben. Wenn ihr mehr die Dinge sehen wollt, die nicht zensiert werden, dann solltet ihr schleunigst rüberkommen auf Rumble. Das wäre einfach sehr, sehr wichtig. Also wir sehen ja die Dinge, die da passieren. Ja, Tucker Carlson wurde einfach rausgeschmissen bei Fox. Wir wissen bis heute noch nicht genau, was der Grund war dafür. Und jetzt haben seine Podcasts 100 Millionen Zuschauer. Das heißt also, man schüttelt natürlich den Kopf und fragt sich, was ist da los in der Welt? Diese unsinnigen Entscheidungen, die wirklich keinen Sinn mehr machen. Ja. Hallo Kitty, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. So now it's sort of like a war. Now it's sort of like the digital media, conglomerate of independent voices who are more independent-minded and Meine Lieben, ich grüße euch ganz herzlich, hier der Arti aus der Ferne von TranslatedPress.
Ich habe letzte Woche, ich glaube es war am Donnerstag gewesen, einen Notschrei an euch losgelassen da draußen. Denn wir waren am Ende des Monats angelangt und wir hatten schon wieder nicht die nötigen Finanzen, um unseren Kanal zu finanzieren. Hauptsächlich Rumble, ihr kennt ja die Situation, wie sie ist. Und zum ersten Mal in 3 Jahren ist es uns gelungen, dass wir die Kosten für den Rumble-Kanal und für die Übersetzungen tatsächlich erreichen konnten aufgrund dieses Notschreis, den ich da losgelassen habe an euch. Ihr habt reagiert unglaublich, meine Lieben. Das war eine Liebe, eine Wärme, eine Umarmung und innerhalb von einem Tag haben wir über 1000 Euro überwiesen bekommen auf unsere Donorbox und das war zum ersten Mal mehr, als wir je bekommen haben. Wir haben die 2500 Euro Grenze, die wir brauchen für den monatlichen Erhalt unseres Kanales, überschritten zum allerersten Mal in der Geschichte von TranslatedPress. Dafür möchte ich euch ganz, ganz herzlich danken im Auftrag von Pascal Schildknecht, der Gründer des Kanals, und sein Bruder Marc Schildknecht. Und ich weiß, dass Pascal jetzt auch noch etwas für euch hat, beziehungsweise etwas dazu zu sagen hat. Vielen lieben Dank und eine große, große Umarmung aus dem fernen Kolumbien an euch alle. Wir gehen mit Zuversicht in den neuen Monat hinein und wir hoffen, dass wir diesen Monat auch wieder sehr viele schöne Videos für euch haben, vor allen Dingen sehr viele Live-Übertragungen von Donald Trump und natürlich, dass wir unsere Kosten jetzt jeden Monat auch erreichen werden von 2500 Euro. Alles Liebe, euer Arti aus der Ferne. Ciao, ciao. Then move down the crowded highways to D.C. Across 1,000 farms and fields and forests to the rivers and the hills of Tennessee. From the city streets and dusty roads of Texas to the glowing sunset light and Monterey. If you listen to the frosty winds in Fairbanks or the gentle moonlight breeze at Kapalua Bay, there is music in the air across America. 200 years and still the tune is strong, pounding with the rhythm of a beating heart, and freedom is the song. And to choose the kind of work we wish to do, to decide just where and how we live and worship, and to strive to make our wildest dreams come true. It's no wonder that this land is the envy of every other nation in the world. Just look what opportunity it offers. Every man and woman, every boy and girl, there
song. Land of your arrival or land of your birth, there's no other place you would rather be on earth. Land of your arrival or land of your birth, there's no other place you would rather be on earth. There is music in the air across America, 200 years and still the tune is strong. Coming with the rhythm of a beating heart, and freedom is the song. Here from Atlantic to Pacific, every child of blessing sings along. 300 million voices in harmony, and freedom is the song. Freedom is the song. Freedom is the song. Not just that, we want our kids to see that so they can model it. So that's my Megan, hope. we only have a couple minutes here, but do you think there's an agenda to let's feminize men? And if so, what would be behind that? Well, I think on the left, I mean, truly, this is a lefty problem. I don't think conservatives are dealing with this as much. No, we don't have a big No, problem. right. No. So I think lefties, like the women, they talk a lot about Me Too, and they talk about toxic masculinity, and now there's a cohort of men that thinks they're toxically masculine, and that's somehow bad if they're doing their normal man things. You know, but we need that sort of bold-chested, brave man, which is the instinct of most men in everyday life, in the military, in the police force. I mean, we could go down the list. I do not want a Brooklyn Starbucks sipping pinky out guy going over and fighting for us overseas, or like, God forbid, the Chinese and we strike it up. Like, that's not the army I want. I don't want any more woke military commercials. I don't want any woke police. I want manly men and gruff women out there doing that job. And you think about you think about who's celebrated, it's Dylan Mulvaney. Oh, or, trigger. You know. Trigger. So yeah, you got it. 90 seconds, Megan. Dylan Mulvaney, American icon. Oh my God. Dylan Mulvaney makes a mockery of women. He's mocking us and getting paid for it. This person, I don't believe Dylan's transition. I think Dylan is an actor who finally found a way to make the cash he'd been trying to make and failing to when living as a gay man. So Dylan was first a gay man, and then he said he was non-binary, and then he said it was a little girl, then he said he was a woman, now he said he's a lesbian, now he says he wants to get impregnated by a man. I don't understand how that's gonna work because he's a man. And we're supposed to go along for this ride and be respectful. No, I'm not respectful of him. He's not respectful of me, my daughter, all of you ladies who are out there. So it's a no for any company that endorses him, partners with him, and for him. Megyn Kelly, everybody. You crushed it. Thank you. Thank you.
basic level, the news you consume is a lie. And that's what the news media are doing in every story that matters, every day of the week, every week of the year. You know the outlines of right and wrong. You're born knowing them. When honest people say what's true, they become powerful. The liars who've been trying to silence them are out trained. And the second you decide I will not comply. Quit trying to take me to task, cause I don't want to wear a mask or take a vaccine that could maybe make me die. They got no scientific evidence to back that crap up. All they do is feed us lie after lie. That's why I will not comply. Now, since back last March, I've had an achy, breaky heart like old Billy Ray Cyrus. I've been catching a case of the blues from the news around this damn coronavirus. Now they're telling us we gotta keep our chin diapers up, even if we got the shot in the arm. But nobody's talking about exercise or eating food that's fresh, grown from the farm. That's why I will not comply. Quit trying to take me to task, cause I don't want to wear a mask or take a vaccine that could maybe make me die. They got no scientific evidence to back that crap up. All they do is feed us lie after lie. That's why I will not comply. Show 'em what non-compliance sounds like, boys. Oh, hell yeah. Now listen, y'all. The only way to stop the violence is for us to break the silence right now. So if you tend to agree and you're pissed off like me, stand your ass up and scream it out loud. Sing, I will not comply. Quit trying to take me to task, cause I don't want to wear a mask or take a vaccine that could maybe make me die. They got no scientific evidence to back that crap up. All they do is feed us lie after lie. That's why I will not comply. Yeah, I'm here to tell you people I will not comply. No, that's the gospel truth. Got a chance to interview the Republican presidential field, again, minus the front runner, and it was completely fascinating. And as it always is to be around politicians, politicians are a group that I despise on principle because they tend to be soulless and have kind of barren and sad personal lives, and so they, spend their days trying to win affirmation from people they've never met. It's pathetic. But in real life, no, it's true. They all have alcoholic or abusive fathers to whom they're trying to prove something. But in practice, in person, they're all super charming. There's not a politician in the world who's not charming. That's why they went into this business. It was either that or selling cars, and this was more lucrative, so they went into it. So I like almost all of them when I meet them. You can't not. They can talk about anything. They've mastered the sort of shallow small talk over coffee, which I definitely appreciate. That's an acquired skill. And they've worked hard at it. But I have to say, after spending all day with them, I learned a couple of things which I think may be relevant to you and to the country. And a couple of things, and I don't want to attack anyone on personal grounds or by name. It's tempting. I will say it's tempting. Whoever said do it, you're the devil on my shoulder. Do it! I've spent my whole life. No. But if I could make some general observations, which I think are more edifying than just like savaging Mike Pence, I think, which I'm not going to do, because that would be wrong, and it would be wrong because it's too easy. And the easy things are not rewarding, are they? You don't feel good when you beat your 5-year-old in soccer or ping pong. Like what?
But I did learn a couple of things. It was super, super interesting. The first thing, I guess I already knew it, and you know it already, that's why you're here, which is the spread between the things that Republicans in Washington, the people you vote for and put there, care about, like actually care about, you know, pretend to care about a lot of things, but the things that really touch them off, that matter to them, very different from the things that matter to the people who vote for them. And you kind of thought that would change, you know, because we did have an event several years ago where Republicans elected a guy basically on the promise to blow up the Republican Party, and you thought, you know, that would get their attention. If your wife runs off with the pool boy, it's like time to reassess your skills as a husband. Like, you got to pause just for a moment and be like, yeah, it's bad, but maybe I contributed to her behavior. Most self-aware people, and I'm being serious, ask themselves that question. Like, how was I responsible for this bad thing that happened? But there's been literally none of that. It's been all blaming the pool boy in Washington. So I don't see that changing at all. Maybe it'll take a next election cycle to do that. But the second, more interesting thing I learned is that almost everybody, not everybody, but almost everybody in elected office in the Republican Party has internalized the other side's rules for debate. And if you think about that, there's no really more self-defeating way to go into politics or life than to accept the terms that your enemies offer before the conversation's even begun. Because there's really no winning. In other words, if you and I are arguing about something, but I've already decided you're right, probably not going to get very far, right? And you see this on the big issues. In fact, the biggest issues without variation. It's always the same. The Republican goes in knowing in his heart he's wrong. And I feel like there are probably a substantial percentage of Republican voters who do the same without knowing it because they don't have any idea it's happening. So for example, during COVID, there were people who didn't kind of play along. We knew what the rules were. And every organization in American life, every large group of people in American life, from, well, really from your government to the entire media, in some cases your church, we're all telling you the same thing. Here are the rules. If you are a good person, you will follow these rules. You will mask, you will separate, you will stay at home, you'll take our shot. No, we have no idea what's in it. We don't know its long-term effects, but shut up. This is a moral test, and if you want to pass, you will obey. And there will be people who decide to opt out, but they are, and everyone agreed on this, moral criminals. They're outlaws. And it's, well, I mean, given there's a certain sort of outlaw who's proud of it. They're sitting over there, they're standing right here. I mean, there are always some people. There are always some people who are going to be or gifted with whatever that weird gene is. It's like 8% of the population who are proud to like stand apart and be like, no. But most people, including most good people and most sensible people, don't want to be in that 8%. You know what I mean? They just don't. They don't want to be cast out of the tribe, actually. I don't know what you said, but I agree with you. I'm the only speaker who likes being shouted at. Anyway. But that's it. But the problem is, nobody pushed back on the fundamental terms. Like, wait a second. You know, is there evidence for this? Do you know this to be true? Don't Americans have an inherent, which is to say a right they were born with, an inherent right to make their own decisions about how they live on the most basic level, what medicine they put in their body, where they travel? Nobody said that. And of course, the media never presented that as an option. You saw this in the war in Ukraine. It began, and the first thing you knew, I mean, you could have like divergent opinions, I guess, about which weapon systems to send, but you were told at the very beginning that, you know, Russia was our enemy. One thing we know about this is that one side is bad and one side is virtuous. And, you know, I think a lot of decent people would reach that conclusion independently. I'm not contesting that. I think it's completely fair to think Russia's bad and Ukraine's good. But it's also within bounds to not agree with that. Because if you're an American, you have the right to decide who you hate.
Okay? That is a fundamental right. No one is allowed to force you to be mad at somebody else. If you're an adult, you get to decide. And you get to decide on the basis of whatever criteria you want. So, meine Lieben, wir haben Tucker Carlson hier. Tucker Carlson ist ja bekannt. Er hatte jahrelang ein sehr erfolgreiches Programm bei Fox und wurde dann mir nichts, dir nichts gefeuert. Wir wissen gar nicht warum. Und er ist auch hier. Wollen wir mal ein bisschen reinhören, was er zu sagen hat? Ich frage mich, wie viele Amerikaner sind in den letzten 10 Jahren von Russland aus zu Schaden gekommen? Ich kenne niemanden. Ich kenne aber einige Menschen, die über das Fentanyl, das aus Mexiko zu uns ins Land kommt, Schaden erhalten haben und beziehungsweise gestorben sind oder ein großes Leid in ihrer Familie erfahren haben. Hunderttausende von Amerikanern werden jedes Jahr getötet über den Einfluss unserer unsicheren Grenze im Süden des Landes. Und wenn wir es erlauben, dass Hunderttausende von jungen Amerikanern jedes Jahr leiden, weil wir ein Problem haben im Süden unseres Landes mit der Grenze, dann können wir auch unsere Regierung dafür verantwortlich machen. Die nächste Frage ist, wie viele Menschen kennen Sie, die von Corona gestorben sind? Wir kennen relativ wenige Menschen, wo wir genau wissen. Wie viele Menschen kennen wir, die von der Spritze, die von der Impfung gestorben sind? Ja, da gibt es schon einige. Und wenn wir jetzt diese Vergleiche nehmen, wir haben ein Problem mit Russland und persönlich haben wir kein Problem mit Russland. Wir sind da hineingekommen über jemand, der ein Problem mit Russland hat und wir haben uns involviert. Wir müssen mal Folgendes uns vorstellen. Wenn man uns davor bewahrt, dass wir unsere eigenen Gedanken entwickeln dürfen, wenn man uns das beeinträchtigt oder verwehrt, dann sind wir einer Kontrolle untergeordnet, die von der Verfassung aus nicht rechtmäßig ist. Um was geht es eigentlich? Ich muss jetzt kein Genie sein, um zu analysieren, was gerade passiert. Was ist eigentlich in unserem Land los? Setz dich mal in dein Auto und fahre 3 Stunden durch Amerika. Ist das das Amerika, das du erlebt hast, als du ein Kind warst? Mit Sicherheit nicht. Und wir haben verlernt, uns kritisch zu verhalten und wir wollen auch nichts mehr damit zu tun haben, was um uns herum passiert. Und das ist natürlich ein großes Problem. Die Generationen vor uns, die haben ihr Leben lang gearbeitet, sie haben sich aufgeopfert für unser Land.
Wenn du dich dagegen wehrst, dass Graffiti dort draußen versprüht wird, dann will man es dir nicht erlauben, dann interessiert man sich dafür. Warum hat jemand das Recht, das Eigentum anderer zu beschmutzen? Einfach so. Warum sind wir damit einverstanden und warum wehren wir uns nicht dagegen? Warum haben Leute das Recht, in einen Laden zu marschieren und einfach alles mitzunehmen, ohne etwas dafür zu bezahlen? Wir wehren uns nicht dagegen. Wir schauen einfach zu. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es Priester gibt, es gibt Kirchenvertreter in der Ukraine, die ins Gefängnis geworfen werden? Davon hören wir nichts. Wenn ich jetzt etwas dazu sage, dann werde ich als Freund von Putin bezeichnet. Ja, das hat jemand gesagt vor ein paar Tagen. Ich habe gesagt, wusstest du, dass Priester und Kleriker in der Ukraine eingesperrt werden? Und dann wurde mir gesagt, du hast eine falsche Einstellung, du hast eine falsche Ansicht der Dinge. Und wenn ich so etwas kritisiere, was hat das mit meiner Ansicht zu tun? Ich verkündige etwas, was Tatsache ist. Das hat mit meiner Ansicht nichts zu tun. Und wie kannst du dir es herausnehmen, das zu sagen? Du bist ein Puritan, du bist kein weltoffener Mensch, wenn du so etwas sagst. Wenn du ein Christ bist, wenn du ein Demokrat bist, dann bist du verpflichtet, aufzustehen und etwas zu sagen dagegen, wenn du weißt, dass in einem Land Priester eingesperrt werden. But I'm pretty sure, having read 4 out of 4 Gospels, that like Luke 17 doesn't call for shower cluster bombs on the children. In fact, wenn ich jetzt darüber rede, dass Streubomben in die Ukraine befördert werden. Und ich darf aber nicht sagen, dass das Unrecht ist. Und das hat jemand gehört und er ist wütend geworden und er hat sich als Christ bezeichnet. Und er hatte die Einstellung vertreten, dass die Streubomben rechtmäßig eingesetzt werden und ich konnte nur mit dem Kopf schütteln darüber. Knock it off. And the first thing you do, because you are in charge, not the children, you're in charge, you're dad. The first thing you do is you stop the fighting. And then you take them into separate rooms and you administer whatever lesson or justice you think necessary. But they're not allowed to fight with each other because you're home. Because you're leading your family. And there may be a way in which international leadership is totally different.
than managing a house of 4 kids and 4 dogs, but I don't know what that way is. If you're the leader, the last thing Tucker Carlson sagt jetzt, ich gebe hier ein Beispiel. Wenn ich zu Hause bin und meine Kinder streiten miteinander, dann werde ich nicht hingehen und den einen bestrafen, den anderen loben, sondern ich werde sie erstmal in 2 verschiedene Räume holen und dann werde ich sagen, was habt ihr gemacht miteinander? Ich höre mir beide genau an und dann sage ich, pass mal auf, euer Vater ist jetzt zu Hause, ihr stoppt jetzt erstmal miteinander zu streiten. Ich bin zu Hause, ich bin euer Vater und ihr werdet jetzt nicht streiten in meiner Anwesenheit. Und dann werde ich mich einmischen. Aber ich werde nicht den einen oder den anderen hin und her schlagen oder überhaupt anrühren, sondern ich werde das tun, was die Aufgabe eines Vaters ist. Und das ist genau dasselbe in der Weltpolitik. Wenn ich eine führende Rolle habe als ein führendes Land, dann werde ich nicht mit Gewalt in die Konflikte eingehen, um sie mit Gewalt zu lösen, sondern ich werde es tun mit meiner Autorität, meiner Diplomatie und ich werde versuchen, das abzustellen und nicht schwere Waffen an den einen liefern, um den anderen zu zerstören oder umgekehrt. Amen, baby. I'll have the pizza, please. I'm an American. And by the way, I'm proud to order pizza in Paris and often have. So it's not, okay, but if you're an American, like, you don't think about it. And there is this sense in which foreign policy is like the one big thing that government does that's not subject to democratic, which is to say voter control. It's like, it really is about as patronizing as you can get. It really is, shh, men are talking. And that's really what they're saying. I'm sorry, you a foreign policy expert? Are you? What do you know? How many years did you spend in the diplomatic corps? Did you go to Fletcher School? I don't think you did. Oh, well, it's my country, actually. And you're doing this in my name with my money and potentially my children. So, whether you want my input or not, you're going to get it. But that truth, that democracy requires the public to sign off on wars. Die Demokratie, sagt Tucker Carlson, kann nur funktionieren, wenn das Volk involviert ist, aber nicht, wenn das Volk von oben herab herum kommandiert wird. Wir müssen die Umstände schaffen, dass das Volk mehr aktiv wird, dass es sich mehr involviert, dass es selber etwas dazu tut. Wir dürfen nicht weiter schlafen. Das ist das allererste Problem, das wir haben und lösen müssen. Streubomben an eine Regierung zu senden, das Geld stiehlt und das christliche Kirchenführer ins Gefängnis steckt, das kann nicht moralisch sein, das kann nicht rechtens sein. Ich bin nicht unbedingt der Meinung, dass wir der Ukraine Waffen schicken sollten, aber ich bin auch nicht komplett dagegen. Ich halte das für irgendwie schon legitim, obwohl ich nicht persönlich die Meinung teile, aber ich bin komplett dagegen, dass man mit unmenschlichen Waffen unterstützt, Waffen, die vollkommen gebannt sind, die moralisch nicht einsetzbar sind. Wenn Sie wissen wollen, was wichtig für diese Leute ist, überleg mal, was man dir verboten hat zu sagen. Es war nach dem 6. Januar. Ich kann mich erinnern, 6. Januar, so wie ich ihn erlebt habe, es waren Menschen,
die unzufrieden waren und die geglaubt haben, dass die Wahlen gestohlen wurden. Und als George Floyd dann umgekommen ist, da gab es auf einmal eine landesweite Reaktion darauf. Ich kann das nicht verstehen. Das war der 6. Januar. Ich habe lange gebraucht, um das einzuordnen, was da alles passiert ist. Ich bin gegen Vandalismus, definitiv. Ich habe das nicht gemocht. Ich war dagegen. Ich war gegen die Gewalt. Dann haben mir Menschen gesagt, das war ein rassistischer Aufstand. Ich habe nachgehakt, ja, war es rassistisch? Ich habe da nichts gesehen, was auf rassistische Motive hingewiesen hat. Es hat so etwa eine Woche gedauert, bis die Menschen sich abgekühlt haben. Man hat angefangen, aus einer anderen Sicht heraus darüber zu debattieren. Man muss sich mal vorstellen, es kamen Menschen aus dem tiefen Süden, aus Tennessee bis nach Washington, und sie waren davon überzeugt, dass die Wahlen nicht fair gelaufen sind, dass die Wahlen nicht in Ordnung sind. Und sie haben dann gesagt, Biden hätte mit 81 Millionen Stimmen gewonnen. Das waren 15 Millionen mehr als Barack Obama. Das konnte ja auch keiner glauben, diese Zahlen. So diese Magie. Muss ich mal vorstellen, wir wollen doch alle in eine saubere Wahlkampfkampagne glauben. Wir wollen an saubere Wahlen glauben. Wer will das nicht? Die Menschen, die am meisten an die Wahlen geglaubt haben, das waren diejenigen, die am meisten schockiert waren. Ich will es nochmal sagen, ich habe Vandalismus nie und werde Vandalismus niemals unterstützen.
Aber ich hatte ein gewisses Verständnis für die Menschen. Und als man dann darüber geredet hat, dann hat man gesagt, halt den Mund. Es gab noch nie eine öffentliche Debatte über die Wahlen. Seien wir doch mal ehrlich miteinander. Jeder, der mal versucht hat, eine ordentliche Debatte über diese Wahlen zu haben, dem wurde der Mund verboten. Bis heute wird ihm der Mund verboten. Also die Debatte über die Wahlen war buchstäblich verboten. Es gab bisher immer noch keine offizielle Debatte darüber. Ein Land, das es nicht erlaubt, eine freie Debatte über Wahlen zu halten, es ist keine Demokratie. Ein Land ohne Redefreiheit ist keine Demokratie. Das ist, du kannst kein luxuriöses Abendessen haben ohne das Abendessen. Das geht nicht. So interessant. Egal, was sie tun. Genau das, was sie tun, ist das, auf das sie dich beschuldigen. Sie tun genau das, für das sie dich jedes Mal beschuldigen, wenn du irgendetwas Kritisches darüber sagst. Die Mittelklasse in Amerika ist bei weitem nicht mehr in der Mehrheit seit mehreren Jahrzehnten. Und die Mittelklasse hat weniger politische Macht, als sie jemals gehabt hat zuvor in unserer Geschichte. Im Namen die Demokratie zu verteidigen, nehmen wir alles weg, was wir brauchen, um eine Demokratie zu haben. Wir unterstützen eine ganze Regierung, die die Redefreiheit einschränkt, die politische Gegner verhaften lässt und anklagt. Das ist keine Demokratie mehr. Und du willst, um was es ihnen geht und was ihnen wichtig ist, dann hör ganz genau zu, wie sie dir antworten, wenn du etwas sagst. Wenn du zum Beispiel bei Facebook etwas schreibst heute Abend. Wenn du schreibst, Papua-Guinea ist die mächtigste Regierung der Welt und keiner wird dir antworten, denn sie werden alle denken, du bist verrückt, wenn du so etwas schreibst. Aber wenn etwas wirklich nicht wahr ist, dann wir sind jetzt in einer Situation angelangt, wo niemand mehr für Lügen bestraft wird. Man wird nur bestraft, wenn man die Wahrheit sagt.
Also du kannst morgen zu den Bahamas ziehen. Du kannst eine falsche Kryptowährung erfinden und kannst 1 Million Menschen für Milliarden von Dollar betrügen und dann wirst du erleben, dass dir gar nicht so viel passiert. Man wird Verständnis haben für dich und man wird es finden. Aber wenn du ein richtiges Verbrechen begehst, wenn du Gebäude anzündest, wenn du Kriege anzettelst, die du nicht gewinnen kannst, aber wo deine Soldaten tausendfach sterben, du wirst nicht dafür bestraft. Was wird bestraft? Gedankenkriminalität, wenn du dir etwas ausdenkst, wenn du etwas sagst, was ihnen nicht gefällt, das wird bestraft. Wenn du du darfst nicht zu viele Nachrichten konsumieren und es ist nicht gut für deinen Kopf. What are they saying? They're saying crazy things like the water's turning the frogs gay. What a crazy person. Let's make him pay $1 billion. Water's actually turning the frogs gay, that's true. Turns out. Years later they tell us. Turns out it's true. Yeah, it's actually true. I'm not endorsing any specific person's theories about anything. But I am telling you that the people who censor your words and thoughts this is one thing I'll say about them, they have a very precise and well-calibrated sense of what's important. They know. These are not frivolous people. They can smell like your dog can smell. Like your parents could smell in high school if you smoked a Marlboro. They know what's important. They don't waste any time in the unimportant stuff. And so I would honestly say a lot of the debates we have, and certainly a lot of the ones that I've engaged in, probably diversions from the things that really matter, honestly. And that may account for why every time I was out of the country last week and I came back and I feel like I've got a duty to be up on the news, read all these texts, and like everything I read is like a new height of insanity. I'm like, that is the Mount Everest of lunacy. It can't get any crazier than that at all. Breastfeeding men or whatever. You know, we're gonna give back Nebraska to an Indian tribe that no longer exists. We're not doing that, by the way. Omaha's safe. But I'm just saying, every one of these stories enraged me. And of course, that was probably the point. I really believe that the exponential growth of totally irrational claims by the other side, things that no sane person could, beginning with men can give birth, but there are 1 million of them, that these claims are actually designed
to take people like me and send us off into a screaming fit so we don't notice that actually they're looting the country. I think that. I don't think there is a single member of Congress, except like maybe the dumbest, maybe Ocasio-Cortez or something, but the normal ones, or semi-normal ones. I mean, grading on a curve. I don't think there's a single Democratic member of Congress who cares at all about trans rights. I don't think there's a single one who thinks men can breastfeed, because like not one in history ever has. Quite a bit of evidence to the contrary on that claim. I don't think they believe it. I really don't. And by the way, it's super important to push back against them and to call them crazy, because they are. I'm not saying a retreat from these things at all. I'm merely saying if they throw a story in your face that's so nuts that you can only growl like a dog in response, they're probably doing that on purpose. And you should probably look around and ask yourself, what are the topics that no one's even pushing back on? What are the topics that their response is so ferocious that people are like, I don't want to deal with it? One of them is the war in Ukraine. Another's COVID. And, of course, the third is January 6th. And you have to ask, why is that? Well, it's not by accident, trust me. There is a reason. So, what'd you say? I don't know what, you know what, the thing about that story, it's just a mystery to me. No one was more shocked than I was. Are you serious? In the Biden White House, somebody left an 8-ball of cocaine in a public. I was like, I said to my wife, that just doesn't, it's just not in character, you know? I just don't believe it. It's clearly a setup. I went right back to Marion Barry and I was like, somebody set you up. I'm serious. It was, you know what I mean? It was like, it was so, I'll stop with it. That was my favorite story of all time. Because it just explains all the behavior. It really does. I mean, I worked in the media business for my whole life, so I know what the behavior looks like. But it's like crazed and grandiose. I've got a plan. You're not going to believe it. It's unbelievable. It's going to totally work. What we're going to do is we're going to totally rearrange everything, okay? We've been doing things a certain way for a long time, okay? And it's worked, but I've got a better plan. And that's their entire approach. So if I can just give you one piece of advice, after 27 years in the television business, don't trust a man with numb gums. Thank you. You're live at the booth here at Turning Point Action Conference. It's good to hear from Tucker Carlson. I love Tucker. I always have. I really do now. And you know, when he laughs, the audience laughs. Während eines Livestreams hast du die Möglichkeit, direkt auf der rechten Seite hier im Chat mitzuwirken, Fragen zu stellen, Feedback zu geben. Damit das funktioniert, ist es wichtig, dass du einen Account bei Rumble hast. Das geht völlig kostenlos und ist in wenigen Sekunden erledigt. Aktuell im ausgeloggten Zustand, wo du wahrscheinlich jetzt gerade bist, sieht es so aus. Das heißt, du klickst hier oben auf Sign In. Dann fragt es dich, möchtest du eine neue Registration, also Create a Rumble Account Now, eine neue Registration machen. Klickst einmal auf diesen Button, gibst Name, Username, Passwort, E-Mail-Adresse, Ort etc. an und nachdem du dich hier eingetragen und registriert hast, gehst du einfach nochmal auf unseren Link, am einfachsten über Telegram, klickst drauf,
kommst hier auf unseren Stream und wenn du eingeloggt bist, dann siehst du auf der rechten Seite den Chat. Wenn wir Live-Übertragungen von Rallyes oder Trump-Reden machen, starten wir unseren Livestream meist schon etwas vorher. Wir geben aber immer nochmal in unserer Telegram-Gruppe bekannt, wann Trump kommt, sodass das keiner verpasst. In unserer Telegram-Gruppe habt ihr ebenfalls die Möglichkeit, jeden Livestream oder jedes Video, was kommt, zu kommentieren. Respektiert hier auch einander, egal welche Meinung jemand anderes hat. Bei uns auf TranslatedPress sind alle ganz herzlich willkommen. Wir danken übrigens auch allen Moderatoren, die uns fleißig unterstützen und schauen, dass die ganzen Diskussionen wie auch Livestreams reibungslos ablaufen in dem Chat und natürlich auch bei Telegram. Ihr habt zudem die Möglichkeit, über die Donnerbox, die jeweils verlinkt ist, unterhalb von der Beschreibung, einfach mit einem Klick kommt ihr direkt auf die Übersichtsseite. Ihr seht rechts, wie viel wurde denn schon gespendet. Wir haben hier ein Spendeziel von 2500. Mit diesem Spendeziel sind jeweils die Fixkosten gedeckt, die wir haben, um den ganzen Kanal, Übersetzungen, Tools und so weiter. Alleine bei Rumble bezahlen wir $500 im Monat. Nur damit wir genug Platz haben, um die ganzen Livestreams etc. durchführen zu können. Dann gibt es verschiedenste Tools, die wir nutzen, wie Restream, Übersetzungstools und vieles mehr. Wenn ihr uns da unterstützen möchtet, könnt ihr das mit egal was für eine Spende, ob das 1 Euro ist, 7 Euro, 10 Euro, könnt ihr einfach hier auf Spenden klicken, mit jeglichen Zahlungsmöglichkeiten uns eine Spende, vielleicht auch mit einem kleinen Feedback, was dann hier auf der Spenderwand vermerkt wird, durchführen. Übrigens, wenn ihr irgendwo ein ganz wichtiges Video auf Englisch vorfindet, egal was, dann bitte ich euch hier unter Videoübersetzung, Kontakt und Kooperationen einfach auf diesen Link zu klicken. Da ist ein Formular und über dieses Formular könnt ihr uns kontaktieren. Beispielsweise, wenn ihr ein spannendes Video gefunden habt auf Englisch, was man unbedingt auf Deutsch übersetzen sollte, dann sind wir froh, wenn ihr uns kontaktiert. Ja, und jetzt wünsche ich allen viel Spaß beim Livestream. Auch an dich, Arti, danke für deine tolle Arbeit, die du jeden Tag leistest. Ein großes Dankeschön an alle und viel Vergnügen. Coming back on stage with his coffee still in his hand, you know, as the interview was beginning. And then he flies from Iowa to Florida and does an incredible home run speech right here at Turning Point Action, this conference. And you're looking at a guy who is operating at the top of his game. And I say this as somebody who watches what he does, and how can you not have nothing but respect for that? I agree. A lot of respect. I agree. One of the hardest working men in the game. We agree on that. Okay, so much we can go over real quickly. Ukraine, we talked about this earlier. Biden calling up 3,000 reserves to kind of be on call, I guess, for the conflict in Europe. Yeah. What's your thoughts on that, and where do you see that going? Well, and to piggyback off of what we just said, this was obviously the centerpiece, I would say, of Tucker's questioning, because we are involved in a proxy war with the largest nuclear nation in the world. And I understand that for most voters, it may not be the most important issue. Let me assure you that if that thing goes wrong, it will become the most important issue very quickly. And especially involving 3,000 US reservists being called up, sent over to the region. Keep in mind, to the theater. Now, not being sent to Ukraine, but they're being sent next to Ukraine, right? Mm-hmm. This is an example of something that we talk about in the military called mission creep. You saw this in Afghanistan, you saw this in Iraq, where it started with an invasion to knock out a regime, and then it turned into nation building and democracy building, capacity building, all of these various missions that were not part of it. I also remember when advisors were sent to Vietnam, a couple hundred advisors. We said, they're just an advisory force, they're not gonna be involved in combat. So when you combine the two pieces of information that we have over the past couple of weeks about Ukraine, we have to and America's potential involvement. Lindsey Graham and Richard Blumenthal returned home from Ukraine, but while they were there, they put together essentially a promise to the Ukrainian Rada, that's their parliament, in saying that when they came back to the US Senate, they introduced a resolution
which would invoke NATO's Article 5, and I'll read, and the exact words of this are, in the event of a nuclear incident in Ukraine, a nuclear incident. This comes at the same time that Zelensky and the Russians, the Kremlin, are pointing out the potential for an attack on the Zaporizhzhia nuclear power. It's the largest nuclear power plant in all of Europe, 6 reactors, not 3, 4, 5, larger than Chernobyl was. And Lindsey Graham is basically saying that he wants to commit U.S. forces in the event of a nuclear catastrophe. Then 2 weeks later, we get Joe Biden calling up 3,000 reservists, sending them to the region. I'm just saying you're creating the conditions for something to spiral very, very quickly out of control. And I worry that, and I appreciate Tucker for making such a big deal of it and making it such a highlight, because this could potentially become a war that the United States find ourselves embroiled in the same way that we found ourselves embroiled in all those other conflicts I just talked about, without a single vote being cast. And it doesn't make you concerned too, because we follow this, you know, it's our job and our passion to follow what's going on. But like you mentioned, the average American may not see this on their top priority of what's wrong and going on in our country, but we really need to pay attention to what's going on with America in Ukraine. And again, many Americans aren't even aware. Just misinformed or not informed at all. Well, and I get it, right? Because, you know, for most Americans, they're living through this terrible presidency, this administration, which has turned economics upside down, and they tried to the point where they try to tell you that bad economics is good, and they try to tell you that a bad situation is actually better. Gas prices are up, but no, that's good for you. Here's why. And people are having trouble with inflation. They still are. Traveling is down, even, and as much as I want to say that Disney World tickets are down, or attendance is down because of the wokeness, I think it actually has more to do with the fact that people are traveling less. Yeah. And then America as a country, we're rapidly declining. We are becoming a second world country. You see it every time you try to fly somewhere. You see it in prices. You see it in just the lack of service, the lack of care in all of these major industries. Our infrastructure falling apart. And we see crime and criminality in our cities that is now spilling out into the suburbs. Yeah. And I don't care if you're in the Philadelphia area, the Baltimore area, Washington, D.C., Detroit, San Francisco, L.A., you know the list, that it is now spilling out and becoming complete. Milwaukee, by the way, where the RNC is having their event later next year, the RNC is going to be held, that these are some of the most violent areas in our country now. It's because we've stopped policing. Because we've decided as a country essentially to just overlook the role of police. In some areas it's Soros prosecutors, but in other areas it's because we've given this tacit message to police officers that, you know, if you go out and do your job, you might become the next Derek Chauvin, or you might have the next George Floyd on your hands. And so these are the issues that I believe the economics, crime, and then obviously trade and immigration are the most bread and butter, and I think that's what drives votes more than necessarily foreign policy. But as a guy who's in this media and in this field, when I look at Ukraine, I say the billions and billions of dollars we're sending there, and now American troops that are sending to the region could rapidly, as I say, become an incredible. Look, when LBJ became president, right? We all know how he became president. When he became president, we weren't involved in Vietnam to any significant degree. Then he gets elected president. He didn't campaign on invading Vietnam or anything like this. But the minute he had his full presidency, what did he do? He embarked on this and then you have an incident like the Gulf of Tonkin, a very suspicious incident, shall we say, to be euphemistic, that embroils the United States in a war that ends up with 55,000 American deaths. And these are American boys that never came home. In some cases, the remains are still there. We're still trying to get them back. And I think after the insanity of Afghanistan just a couple of months ago, basically, do we really want to consider, or have we considered as a country, the grave ramifications of being involved in a direct conflict with the nuclear state of Russia? Yeah, Jack Posobiec joining us here on the pre-show. We're probably moments away from President Trump taking the stage. Let's shift our attention to this 2024 race. Obviously, President Trump with a commanding lead, around 39 to 40% gain over the second person, DeSantis.
How do you see this playing out? And I kind of related this to sports, that if your sports team was down 39 games in the division and you had maybe a third of the season left, what do? Do you just fold cards and say, let's just work on next year? Or do you continue to throw money and fund something? Try to get a good draft pick. Yeah, try to get a draft pick. Yeah. So, but what's your thoughts on all this? And we've had Vivek Ramaswamy come through here, and we've talked about him a little bit. Yeah. But how do you see this unfolding in the next 15 months? I think that Vivek has been able to carve out a niche for himself because of the collapse of the career politicians. I think that Vivek's rise, in a similar way to Donald Trump coming in as an outsider to politics, a businessman who looks at things differently, has given, and without direct ties to special interests, have given him a way to just be able to speak freely in a way where these career politicians like a Mike Pence, like a Tim Scott, like a Ron DeSantis are not able to, because they're beholden to donors, but then they're also trying to win over populist support. So it makes their positions very vague, and certainly on foreign policy. And so when it comes to the primary itself, I say there's two tracks. And there's the one that everybody talks about, that's the conventional track, that's the one you just mentioned, where I don't think there is a way to beat Donald Trump conventionally in a Republican primary. There just isn't, not anymore. And I think that's been proven. We now know that. Maybe people said there was some doubt about that back in November, December, January. It's been proven. You cannot beat him conventionally. However, the question that I do believe is still open, and the reason, to your point, why those teams are staying in is because there is an unconventional track on defeating Donald Trump, and that's called the Department of Justice. And the Department of Justice, Jack Smith, the special prosecutor, and their ability to file these charges against him, particularly this very insidious charge on seditious conspiracy. If they're able to get that charge in Washington, D.C., a D.C. jury will convict him. They're all liberals. They'll convict him immediately. Anyone associated with Trump or the right or MAGA or anyone who's to the right of Joseph Stalin would be convicted in a political trial in D.C. That's the point, right? And so if that he's done, there's a gentleman by the name of Norm Eisen, who's a very sinister figure. And Norm Eisen was involved in the Election Integrity Project that helped fortify our elections in 2020. He was involved in color revolutions across the world. And now he's writing new legal journals talking about how if Donald Trump is convicted of seditious conspiracy, that they want to do the same thing to him that they attempted with Marjorie Taylor Greene, with Madison Cawthorn, to trigger the disqualification clause of the 14th Amendment to the Constitution, which states that if you have been convicted or you participated in a rebellion, an armed rebellion against the United States government, that you can no longer hold federal office. They will try to trigger, and this is his words, not mine. Right. He laid this all out, that he wants to then go in all 50 states and file suit against the Trump campaign to knock him off the ballot in every single state, forcing, and this is beyond this, the boxes at Mar-a-Lago and Alvin Bragg and Fulton County. This is a path for them to, now, do I think they'll be successful? Not necessarily, I don't think so, but imagine the money and the time that is going to eat up on him, to the point where, honestly, and I'll say this, I'll kind of answer my own question. If it happens, what the Trump campaign should immediately do is file an immediate federal injunction with the Supreme Court to force the Supreme Court to rule on this question immediately. Because it's obviously a constitutional crisis. Because, and I'm just going to say it, the danger here, and this is not what I want, this is what I pray doesn't happen, but if you try to take Donald Trump off the ballot and the Supreme Court comes in and strips him of his ability to run, you will tear this country apart. You will tear this country apart. Vivek said this yesterday about January 6th, and what kind of fueled that emotion was that the silence of free speech and the suppression of all of us. Sit down, shut up, put the mask on, go, do all of this, and you can't have an opinion on the election. I think that fueled a lot of people that innocently walked to the Capitol to kind of voice their concern. Now, you had feds obviously plan it in there as well to kind of open it up. But to your point, I'm with you. I don't know where we go as a country if that happens. Right, and there's still a question, and Vivek didn't mention it, but I'll mention it, and Mike Pence called it a riot, and certainly there were elements of a riot there. But the question, of course, still becomes who incited that riot. And I'd like to see what comes out if this Ray Epps gentleman is charged. Look, I was there reporting on the event. I saw people instigating the crowd. And people asked me at the time, they said, Jack, is it Antifa? It must be Antifa. It's got to be Antifa. And I said, I don't know.
Okay, I didn't know at the time. I have no way of knowing now who I saw, but I can tell you what I saw were people in ponchos, in hats pulled down, going up to people in the crowd screaming, "Go inside. Right. Your enemy is in there, not out here. You need to go into the Capitol. You came this far, you have to keep going." And I saw people, like middle-aged couples with little American flags, standing there going, "Yeah, we're here to protest. What are you, we're not here for that." We're not and here they for were that. just screaming at them to go inside, and unfortunately some people pressed forward. Real quick, Jack, flipping to the opposite side, we talked about this a little bit off camera too. I know Trump's coming on here momentarily. On the opposite side, a lot of people are speculating it won't be Joe Biden running, it will be Gavin Newsom. What are your thoughts on that? Look, I know there's a lot of people that have put that out there, and certainly Gavin is chomping at the bit. The hair gel Hitler of San Francisco himself wants to be president of the United States, but I think what he's doing is different than Ron DeSantis, because what DeSantis has done is thrown his hat in the ring and say, I'm going to run against Trump, where Trump is, he's not the current incumbent, but he sort of functions like an incumbent in terms of the primary and the Republican electorate, whereas DeSantis, or excuse me, as Biden, as a current incumbent Democrat, it would be tough, obviously, for a sitting governor to run against him, it being of the same party. So I think he's being smart in staying out of the race, but also letting people know that he's willing to, raise the hand, put me in, coach, if you need me, right? If you need me. But I disagree that it will be DeSantis, I keep saying this, so it's like, it's like a nervous tick I got, that it will be Newsom, because I think if they've got to prop up Joe Biden with a stick, like Weekend at Bernie style, they will do so, because Biden, look, they don't have him there because he's running the show. Right. He isn't the puppet master, right? He's not the one pulling the strings. He's not the one leaving bags of cocaine in the library, which, by the way, if you think Hunter Biden was going in the library to read a book, then, I got a bridge in Crimea to tell you that the establishment will use Joe Biden as long as possible. You're right. And here's why. Because Gavin Newsom is not a known quantity to people outside of politics yet. He's known in California, he's known a few other places, but he's not yet a known quantity. And it would take a lot of money and a lot of time to get him up there, whereas Joe Biden, people remember him as Barack Obama's wingman and the guy who was kind of around. And Uncle Joe. Uncle Joe. Yeah. And he has an established, I'm not saying it's a good brand, but I'm just putting myself in the mind of a political neophyte, someone who's, they call them, Politico actually had a line the other day, they called them no news voters. The no news voters, not just low information, no information voters. Zero news, yeah. But you have a sense of them. And I think to that person, that's how they think of Joe Biden. All right, before we wrap it up, I want to give you a chance. Human Events Daily is a great resource for information. You not only talk about all of this, but you talk about a lot more. How can people tune in, follow you on social media, and watch the show? Well, thank you. I appreciate that. So, of course, we're on Rumble every day. As well as Twitter and just every social media platform out there, Telegram, Truth, Getter, live stream directly to Twitter now. Human Events, it's 2 p.m. every day. If you follow me, Jack Posobiec, or Human Events, you'll find it. We also, myself, I and Charlie Kirk just launched a new Thursday night podcast. It's a Rumble exclusive. Nice. And it's called Thought Crime. And on I Thought saw a Crime, promo for that, yeah. On Thought Crime, I'm telling you, it is what's the phrase? It's NSFW. All the topics that are not really fit for the daytime, news cycle kind of stuff, you go to Thought Crime, because we are going there for the express purpose of committing thought crimes. And we just have a lot of fun talking about all the topics we're not allowed to talk about. Well, we appreciate not only what you contribute to all of us here, but your service for this country. I mean, you are a veteran, and you spent a lot of time fighting for this country, and now you're fighting on the information side. So Jack Posobiec, go follow him on social media, Twitter, Rumble, and then Human Events Daily. Go make sure you tune in every day at 2 p.m. and, of course, catch the Thought Crime going on at night. Thank you so much for joining us. It's a pleasure. I'm very fortunate that you happened to walk by at the same time for all of this. Set it up, There you go. All right, well, let's. You excited for Trump? I am pumped up for Trump. This is usually. Get in there. I'm getting in there. I got the kids. Yeah, you got it. You got kids. Go, man. Thank you so much. I don't blame you. I saw his kids running around earlier, He's got the and I cutest thought, kids. you know what? I need to bring little Marty to one of these. You need to bring Marty around here doing this. Yeah. I Anyway, we're glad you're joining us. We are live here in West Palm Beach at the Palm Beach Convention Center, moments away from President Trump taking the stage. And he has some really good points about Ukraine
And if you missed some of our conversation earlier in today with any of the interviews, you can go back in this stream and rewatch that. I had a few minutes with Steve Bannon. We talked about Ukraine. We talked about Trump. We talked about the election and all of that. Let's talk about our friends over at SoCar. You know, we've got a lot of things. Summertime, a lot of you getting your tools out, your boat, your RV, your jet ski, your car. You want to clean up and get nice and tight and get those stains out. Our friends over at SoCar has the product for you. Now, we were talking a little bit off camera about, you know, how busy our lives are, and we don't always have time to do everything we want to do. So when we are going to clean your boat, your RV, your car, why not do it with the best stuff? And they are. That is the best stuff. Family-run business, right? And from South Carolina? Yeah, Greenville, South Carolina. South Carolina, family-run business for over 50 years, and we're glad to have them a part of the RSBN family. Their products are wonderful, and like we've mentioned before, if you've been in business for 50 years, they are doing something right, and that's the product that you should use as well when you're doing cleaning up around your garage or workspace. Give them a try, and if you log on to their website, you get 15% off with the RSBN code. You can't beat that at all. Of course, you know, you always got to have a cleaner that works on all surfaces, that's safe, non-toxic if you got pets and kids and all that good stuff. So go check these guys out. They're relatively new to the right side rotation of friends and partnerships. So let's go show them some love right now. Go to the website. The information is on your screen for that. Go show them some love. And if you got a few bucks, go buy some product and you get a discount as well. And we also thank our sponsor at Old Country Soap. We love Old Country Soap. We love that it's natural, it's made in the USA, it's got none of the chemicals. Go check these guys out as well at oldcountrysoap.com. We were looking at the reviews online earlier. I was reading some of those off. Wonderful reviews. It's amazing. You know your product is valuable when someone's willing to take the time to give you a review. Yes. So absolutely. It means a lot. So go check it out. Lavender is one of my favorite scents. Go check that out as well. Plus the Trump tumbler, we have that. It's a great product. And then lastly, we can't forget about our friends over at the Birch Go Group. So we got lots of partners, but our partner right now is you, as we're live here in West Palm Beach, moments away from President Trump taking the stage here, delivering from what I've been told, is a different kind of message. I actually have excerpt from the speech that it was given to me, and I'm just going to maybe scroll through it, maybe give out some PowerPoints here before we get started. Sneak peek. Yeah, so let's see. And while he's looking for that, I just want to let you know, looking at this crowd here today, they are energetic. They are ready for tonight. They were excited to see Tucker just moments ago. They're excited to see President Trump. A lot of these people stood out in the Florida heat, almost triple digits, for 3 hours, over 3 hours, waiting to get inside today. The lines were long, wrapped around parking garages and buildings, and the people did it because they wanted to come into this conference and see some of the country's top conservatives take the stage, and we're going to do it all again tomorrow as well. So make sure you get up with us bright and early, maybe before you head off to church. You can log on to rsbnetwork.com, our app, Rumble, so many different ways for you to watch us tomorrow for day 2 of the Turning Point Action Conference. We'll be here, RSBN, and of course make sure you follow us on social media as well. So we're waiting on Brian to come over and give us a few excerpts and a sneak peek of what President Trump may be speaking about tonight. We were told that his speech is going to be a little different. He'll probably, since this is a conference that is geared toward the younger crowd, he will probably address them and some of their top concerns. So we're really eager to see what he talks about. Ukraine is at the top of our minds with 300 of our reserves heading 3,000, I should say, 3,000 of our reserves heading over to Ukraine thanks to the Biden administration. He'll probably mention what's going on there, along with the billions of dollars we are sending over to Ukraine. Not a penny should be going over there. A penny should be spent here. Billions should be spent here in our homeland. That's where the money should be spent, but instead we're sending it to a foreign country and not spending that money here on our own citizens that you and I both know need it very well as our southern border needs to be protected. So yes, we're had to jump back on and make sure we have some technical things going on inside the arena. We are minutes away, really. I was going to go into this a little bit of excerpts from this speech, and let me kind of find it here, and because I really think it's interesting how he's probably going to talk a lot about not only
the election and things like that. But the education in our schools and parents' rights, I think that it's important that we understand that, you know, education is key to really reversing this nation. I heard the music. Okay, I heard the music die for a second. Every time they change songs, we think that maybe it's we going feel to like be his entrance. Is going to entrance. So we'll hear a little bit about that as well. The music has stopped to the side. Okay, we got a video. I think we have a. Okay, Charlie Kirk is on the stage. Just take it back inside. Very well, and there's a lot of politicians out there that talk a good game. He did everything he said he was going to do and more. And on the first phone call, I said, will you come and talk to 6,000 people in Palm Beach? And he said, absolutely, I'll be there. And some other candidates, they don't work that hard, and they don't believe in the grassroots like he does. The 45th president, and hopefully the 47th president. Enjoy this video, President Donald J. Trump. Trump has left the building. We can now project the winner of the presidential race. Donald Trump wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign, securing the border to foreign policy. He now has a record as president that's pretty damn impressive. Breaking news out of Palm Beach, The FBI has executed an unprecedented search warrant at President Donald Trump's Mar-a-Lago estate. The former president has both sides of the political aisle up in arms. It is a dangerous and unstable moment in American history. The Justice Department has just indicted former President Donald Trump. For 7 years, they hated him, they targeted him, they hunted him. This is the epitome of the abuse of the prosecutorial power to preempt political decisions. I never thought anything like this could happen in America. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. The more that a broken system tells you that you're wrong, the more certain you should be that you must keep pushing ahead. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedom. They want to silence me because I will never let them silence you. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way, and I will never be moving. On November 5th, 2024, justice will be done. We will take back our country, and we will make America great again. America will always rise to every challenge and overcome every danger. Donald Trump seems to always get stronger when challenged. These types of things, I think, give him strength. When I'm reelected, I will totally obliterate the deep state. As long as we have pride in our beliefs, courage in our convictions, and faith in our God, then we will not fail. Ladies and gentlemen, Touching down in 3. please welcome 2. the 45th Meine Damen und Herren, bitte heißen Sie den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten willkommen. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say, I'm proud to be an American, where at least I know I'm free.
Hallo? Well, thank you very much, and thank you very much to Danke, Charlie. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier sein darf mit den jungen Konservativen Turning Point USA. Wie schön hier zu sein. Ich möchte meinem guten Freund Charlie Kirk Frank danken für alles, was er für Turning Point gemacht hat. In einer sehr kurzen Zeit hat er es geschafft, diese Organisation aufzubauen. In der ganzen Nation sind sie vertreten. Ja, das Timing könnte nicht besser sein. Das neueste Projekt, um die frühen Wähler für die nächsten Wahlen vorzubereiten. Und es wird natürlich jetzt schwieriger werden, dass sie uns betrügen können, dass sie, die betrügen, wo immer sie können. Offene Grenzen, keine Wähleridentifikationen. Sie können ja eigentlich nur gewinnen, wenn sie betrügen. Wir haben den Repräsentanten Matt Gates hier bei uns. Wo ist Matt? Dankeschön, Matt. Ich bin ja froh, dass du hier bist. Ein toller Mann und ein sehr guter Politiker. Anna Paulina Luna ist hier. Dankeschön. Hast einen tollen Job gemacht. Und noch ein Mann, der sehr weit nach oben kommt, sehr schnell, ist ein Freund von mir, Byron Reynolds. Dankeschön, Byron. Ich vermisse ihn immer wieder, er ist groß und stark. Ein republikanischer Kandidat, der in einem Staat gewonnen hat, wo wir zweimal sehr hoch gewonnen haben, in Ohio. Und wir lieben Bernie Marina aus Ohio. Ich habe gehört, du machst es gut. Ein Mann, der durch die Hölle gegangen ist. Und der ist trotzdem weiter und er ist stark und er ist intelligent. Die Menschen lieben ihn, die meisten Menschen, nicht alle. Roger Stone. Ich habe mir gedacht, sollte ich ihn wirklich vorstellen, denn er möchte nicht so sehr in der Öffentlichkeit sein. Aber jedes Mal, wenn ich ihn vorstelle, dann bekommt er einen unglaublichen Applaus. Das ist Mike Lindell. Gut, Mike, gut. Er hat uns nie enttäuscht. Und das hier, der jetzt kommt, das ist ein echter Kämpfer. Der ist der wirkliche, das ist der echte. Und er hat jetzt einen großen Kampf vor sich. Er ist wirklich sehr intelligent. Er ist hier bei uns. Colby Covington, ein einziger Sieger. Wenn ich jemals ihn an der Straße sehen würde, glaube ich nicht, dass ich ihn... Vielen Dank, vielen Dank. Colby, danke, dass du da bist. Er möchte seine Privatsphäre schützen. Er ist einer der wirklich erfolgreichsten Geschäftsleute hier in den Vereinigten Staaten. Das ist unglaublich. Er hat eine ganz kleine Firma aufgebaut und hat es zu einer der größten Industrien in unserem Land gemacht. Ich glaube nicht, dass er mit Vogue sehr glücklich ist. Und Disney hat ja gerade nicht so viel Erfolg wegen ihrer Vogue-Geschichten. Er ist ein ganz spektakulärer Mann. Er liebt zu arbeiten. Und er hat vielen Menschen einen Arbeitsplatz gegeben.
In 16 Monate wird jeder Einzelne für euch bei den wichtigsten Wahlen in der Geschichte unseres Landes dabei sein. Euer Land, eure Freiheit, eure Zukunft ist dabei auf dem Spiel. Diese Wahlen werden entscheiden, ob es eine Generation gibt, die unter Faschisten leben oder die unter freiheitsliebenden Menschen leben können. Und die Marxisten, die Radikalen, egal ob sie jetzt alles verbrennen da draußen, wir müssen entscheiden, für wen wir hier unsere Stimmen abgeben. Wir werden kämpfen, wir werden gewinnen. Es gibt gar nicht eine andere Wahl. Wir werden den korrupten Joe Biden Hillary. Er ist der unehrlichste Präsident in der Geschichte unseres Landes. Ich habe immer einen Respekt gehabt für das Amt. Aber was ich in den letzten 3 Wochen erfahren habe über ihn, das zwingt mich dazu, Dinge zu sagen, die ich nie geglaubt hätte, dass ich die jemals über dieses Amt sagen müsste. Und wir müssen es ändern. Mit der Hilfe von Gott werden wir am 5. November 2024 unser Land retten. Und das ist wirklich die wichtigste Wahl, die uns in unserer Geschichte bevorsteht. Wir sind jetzt am Ende des Weltkrieges und das wird nicht irgendein Krieg sein, das wird ein nuklearer Krieg sein. Und damit sollte man nicht spaßen. Das sind große Sachen. Und wir haben einen Mann, der komplett inkompetent ist, um uns zu führen. Er kann keinen einzigen Satz sprechen. Keine 2 Sätze hintereinander bekommt er ordentlich aus seinem Mund. Es gibt ja so viele junge Leute, die heute hier anwesend sind. Und es ist grausam daran zu denken, dass sie aus dieser Welt verbannt werden können durch einen Krieg. Diese jungen Menschen haben nichts, keine Zukunft. Die Eigentümer der Häuser bezahlen jetzt die höchsten Zinssätze, 177% mehr, seitdem ich das Amt verlassen habe, zahlen jetzt Hausbesitzer an Zinsen für ihre Häuser. Wir haben natürlich ein Problem mit Energie. Wir beziehen Energie von Venezuela, könnt ihr so etwas glauben? Und wir haben eine riesen Inflation, die uns beschäftigt. Die typischen Amerikaner, der Mittelstand hat gesehen, dass sein Einkommen im Durchschnitt $7.400 verdienen die Durchschnittsfamilien weniger als vor 3 Jahren. Das ist das Schlimmste, was wir in vielen Dekaden und Jahrzehnten erlebt haben. Und die illegalen Einwanderer haben unsere Grenze gestürmt. Es ist eine Invasion, die nicht innehält. Und unser Land wird zu einem dritte Weltland gemacht. Und diese Perversen, diese Kriminellen, diese Verbrecher überschwemmen unsere Gesellschaft. Und ich stehe hier vor euch als ein Kämpfer, als Krieger. Ich werde es nicht zulassen und ihr dürft es nicht zulassen. Jeden Tag verteidigt ihr unsere Werte und ihr werde ich nicht nachgeben der radikalen Linken gegenüber. Und deswegen werden wir und ihr, wir alle zusammen, unser Amerika wieder zurückholen. Von den ersten Tagen unserer Republik wurde jede einzelne Generation dazu aufgerufen, unser Land zu verteidigen, seit der Gründung unseres Landes. Und jetzt sind wir in den größten Schwierigkeiten in unserer Geschichte. Die größte Gefahr ist nicht von außerhalb des Landes, die größte Gefahr droht uns vom inneren Teil unseres Landes. Wenn man die richtigen Menschen hat in der Hauptstadt hier im Weißen Haus, dann wäre Russland kein Problem, dann wäre auch China kein Problem.
Ich habe mit Wladimir gesprochen. Habt ihr ihn gesehen vor ein paar Tagen? Er spricht mit dem Präsidenten der Ukraine. Stellt euch mal vor, der war auf der Konferenz und er redet den Präsidenten von den Zelensky mit Wladimir an. Wladimir, ich möchte dir danken, dass du hier bist, hat er zu ihm gesagt. Er wusste gar nicht, wie er heißt. Er hat ihm den falschen Namen gegeben. Eure historische Aufgabe ist es, Amerika von diesen Faschisten und Marxisten zu befreien und die Zukunft unseres Landes zu retten. Und das ist genau, was wir zusammen tun werden, wenn wir alle zusammen sind und den 47. Präsidenten der Vereinigten Staaten ins Amt bringen. Dankeschön, vielen Dank. Er möchte seine Privatsphäre schützen, er seine wirkliche. Man hat jetzt heute sehr viele Menschen hier gehabt im Raum, aber viele sind draußen. Sie konnten nicht mehr reinkommen, es gab keinen Platz mehr. Ich schätze sehr, wie viele Menschen heute sind. Es ist eine Rekordanteilnahme. Man muss sich das ansehen. Charlie Kirk hat hier was Besonderes geschaffen. Das schlimmste Trauma, das wir haben, ist die Inflation. Wir wissen nicht, wann es das letzte Mal so eine katastrophale Inflation in unserem Land gegeben hat. Die Menschen können nicht mehr erlauben, sich ein Haus zu kaufen, ein neues Auto zu kaufen. Der amerikanische Traum ist tot. Wir werden den amerikanischen Traum wieder zurückhaben. Wir holen uns wieder zurück. Wir hatten es einmal, wir haben es zweimal geschafft und dann kam Corona, dieses Geschenk, das uns China gemacht hat. Und dann hatten wir eine betrügerische Wahl und ich habe es zurücklassen müssen. Der Investmentmarkt und die Börse, die war auf ihrem höchsten Stand in ihrer Geschichte während meiner Zeit. Und dann habe ich von den Labors aus Wuhan gesprochen und man hat mich zensiert, wenn ich das überhaupt erwähnt habe, die Labore aus Wuhan. Nach 50 Jahren linksgerichteten Faschisten, ich werde dieses anti-amerikanische Radikale werden nicht mehr erlaubt sein, unsere Behörden zu leiten. Es ist ein Ausgleich, und ich werde es wieder benutzen. Ich werde große Strafen für Sie erlassen, wenn Sie in Ihren Behörden uns quer treiben. Jeder sollte frei sein, jeder sollte frei reden dürfen. Die Redefreiheit darf man nicht einschränken in unserem Land. Diese marxistische Überfall und faschistische Überfall auf unser Land, auf unser Amerika, muss beendet werden. Wir unterstützen heute Kommunisten und indoktrinierte Studenten in den Universitäten. Das muss ein Ende haben. Wir müssen den gesunden Menschenverstand wieder einsetzen. Wenn Sie nach einer Definition fragen, dann können wir von Kommunisten reden. Sie sind schockiert, wenn Sie wüssten, was in den Universitäten alles passiert. Aber langsam stehen die Menschen auf. Bud Light, ja, schaut euch das mal an, was da alles passiert ist. 37% hat die größte Bierfabrik der Welt verloren an Umsätzen mit ihrem Umsatz. Die radikale Linke hat immer wieder denselben Mist angezettelt.
habe heute gehört, dass sie eine unglaubliche Macht haben, aber die Menschen wachen auf und sie werden dafür sorgen, dass unser Land wieder auf den richtigen Weg kommt und die Bürokratien müssen wir aus ihrem Amt jagen. Wir müssen die Universitäten befreien. Wir werden verlangen, dass die Universitäten ordentlich und ehrlich arbeiten, wenn sie unsere Unterstützung brauchen. Diese Institutionen haben ihre Kosten erhöht, wie jede andere Industrie auch. Und die Bundesregierung unterstützt sie natürlich und gibt ihnen so viel Geld, dass sie sich gar nicht verdient haben. Wir haben gesehen, welche Entscheidungen von unserem obersten Gerichtshof gefallen sind und es hat mit seinen Entscheidungen dazu beigetragen, dass wir endlich vorwärts kommen in unserer Bildung. Wenn du gute Noten hast, wenn du fleißig bist, dann sollst du auch eine anständige Universitätsausbildung genießen können und du wirst auch dabei unterstützt werden. Aber wir müssen unsere brillantesten, unsere klügsten jungen Leute zu den bekanntesten und berühmtesten Universitäten, das werden wir unterstützen in unserer Regierung. Viele Leute können sich das nicht vorstellen. Die Universitäten, wenn sie weiterhin ihre Position missbrauchen, dann müssen wir ihre Fonds und ihre Finanzen kürzen. Wir dürfen das nicht unterstützen, was sie gerade bewerkstellung. Das Bildungsministerium. Wir haben im Moment das schlimmste Bildungssystem auf der Welt. Wir geben das 3- oder 4-fache aus für Studenten als die meisten anderen Länder auf der Welt. Und wir haben keine Resultate damit. Wir müssen das wieder zurückgeben zu den Staaten und die Staaten müssen sich persönlich auch darum kümmern, um ihre Universitäten. Wir müssen sie dazu auffordern, Anteilnahme zu nehmen. Nevada muss sich etwas verbessern in seinem Bildungssystem. Wir werden ein hervorragendes Bildungssystem wieder einführen. Die Eltern müssen sich auch mehr involvieren und wir werden ihnen diese Möglichkeit geben, sich zu involvieren. Wir müssen natürlich auch unsere Schulden bezahlen. Wir haben in der letzten Zeit sehr, sehr viele Schulden gemacht, die natürlich beglichen werden müssen. Letzte Woche in einer historischen Entscheidung hat ein Bundesgericht die unrechtmäßige Zensuren in die Schranken gewiesen. Das war hervorragend und man konnte jetzt auch sehen, dass so langsam die Gerichte sehen, wie betrügerisch die Wahlen auch gelaufen sind. Fabrice beklagten die großen Institutionen, die sich mit der Prognose beschäftigen. Sie haben auch herausgefunden, dass wir eine betrogene Wahl haben. Habt ihr gesehen, was mit Facebook passiert ist, mit Twitter, was man da alles gemacht hat? Wenn wir keine ehrlichen und freien Wahlen haben und wenn die Menschen nicht mehr in die Wahlen glauben können, an die ehrlichen Wahlen, dann haben wir kein Land mehr. Aber wir werden unser Land wieder zurückholen und die nächste Trump-Regierung wird sich den Zensuren entgegenstellen. Es wird keine Zensuren, keine verbotene Redefreiheit mehr geben. Wir werden uns das Recht wieder zurückholen in unserer Regierung.
Die amerikanischen Menschen werden wir verteidigen und jeder, der sich ihnen entgegenstellt, wird gefeuert. Das ist nur der Anfang von dem Programm, was wir für die jungen Menschen in Amerika tun. Wir müssen vieles tun für unsere neue junge Generation. Sie brauchen ein wunderbares Land. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Enkelkinder wieder in eine ordentliche Umgebung kommen. Wir werden wie eine Rakete arbeiten und so schnell diese Resultate herbeiführen, die unbedingt notwendig sind für unser Land. Ja, ich schaue euch zu. Ich kann euch verstehen. Ich kann euch verstehen. Gestern wurde eine Prognose von Fox veröffentlicht. Wir sind 50 Punkte voraus unter den jungen Wählern. Trump 64 und Ron DeSantis ist bei 14% unter den jungen Wählern. Ich weiß nicht, warum er hier nicht ist heute. Warum hat er sich nicht sehen lassen? Er sollte hier sein. Er müsste hier sein. Er müsste sich repräsentieren hier. Und über die ganze Nation hinweg sind die Prognosen, dass Trump weit vorne liegt. In Ohio sind wir 44 Punkte vorne, in Tennessee 49 Punkte. In New Hampshire haben wir ein wunderbares Team, wir lieben diese Leute und wir führen bei 47 Punkten. Und wenn man gefragt wird, wer ist am meisten vorne, weitesten vorne, dann ist es Trump. In New Hampshire 45-11, in South Carolina 65-10 in Nevada. Wir liegen überall vorne in den Prognosen. Und ich werde euch zeigen, wie man seinen Kampf kämpft. Wir sind natürlich weiter vorne über Biden. In den ganzen Swing-Staaten sind wir 7 Punkte weiter wie Biden. Das hört sich nicht an, als wäre es sehr viel, aber sie haben einige Staaten, wo sie einen natürlichen Vorteil haben. 7 ist viel. Wir haben eine andere Prognose, wo wir 10 Punkte vorne liegen. Und das ist sehr viel und das ist manchmal sehr hart und sehr schwer zu. Ich meine, man fragt sich, wer kann für diesen Typen überhaupt seine Stimme abgeben für so jemanden? Viele von den Unterstützern, auch die Gewerkschaften, viele Gewerkschaften wählen für uns. Diese Gewerkschaften sind von uns überzeugt. Sie sind in unserer Ecke, sie haben die Nase voll. Die Demokraten, ich meine, es gibt auch dort tolle Leute, die unser Land lieben und sie wollen Amerika wieder groß machen. Und ihr werdet überrascht sein, es gibt viele Demokraten, die auch für uns wählen werden. Also wir haben ja 2020 sowieso viel mehr gehabt, als sie berichtet haben. Und es gibt eine neue Prognose in Florida vom Atlantik und dort sind wir dominierend. Wir sind weit, weit über DeSantis hinaus. Wir wollen, dass er zu Hause bleibt, dass er dort sich um die Versicherung kümmert, dass er sich um seinen Bundesstaat kümmert. Und das ganze Geld, das er benutzt, die Menschen, die ihn unterstützt haben, aber sie sehen jetzt, dass er 57 Punkte hinter dran liegt. Und jetzt wachen diese Leute auch auf, die sind ja nicht dumm. Plötzlich rufen mich Leute an und sagen, hallo, Leute, von denen ich lange nichts gehört habe. Und ich frage sie, ich habe gedacht, die gibt es gar nicht mehr. Es war ja mal 20 und 22, aber nach einem hoffnungsvollen Erbe zu trachten. Wir werden alle miteinander zusammen kämpfen müssen, das ist wichtig.
Ich habe einige von diesen Interviews gesehen, die Tucker gestern gemacht hat. Also Tucker ist ja wirklich ein ganz spezieller Fall, der ist ein ganz toller Typ. Das waren ja Interviews, das ist unglaublich. Ich will jetzt hier keine Namen nennen, aber einige von diesen waren ziemlich schlecht. Er ist also an einem Punkt. Wahrscheinlich war das ein Tippfehler gewesen. Er ist bei 0 und hat einen Pfeil, der nach links deutet. Matt Gates, kannst du mir sagen, wie sowas passieren konnte? Naja, wenn du mehr als eine Stimme hast, wenn du eine Familie hast, die 19 Mal wählt statt einmal, kommen solche Sachen zustande. Wir werden die Demokraten einfach überschütten müssen mit unseren Stimmen. Sie machen hier Dinge, die unsere Partei nicht gut tun und unsere Partei spalten. Und das dürfen wir nicht zulassen. Ich frage mich manchmal, wo das herkommt, aus welcher Richtung. Wenn wir jetzt, in diesem Moment sollten wir alle zusammenhalten. Wir sollten dafür sorgen, dass man, übrigens, ich habe den Namen korrupt von der Hillary weggenommen und ich sage jetzt die Beautiful Hillary, weil im Vergleich zu Joe ist sie am geringsten korrupt. Und ich habe so etwas auch nie zuvor getan. Ich habe den Namen korrupt der Hillary weggenommen, weil er ebenso korrupt ist. Er ist der korrupteste von allen. Ihr wisst ja, dass Biden vor kurzem seinen größten politischen Gegner verhaften lassen, weil er gesehen hat, dass er in einer Präsidentschaftskandidat verliert. Und das ist die größte Hexenjagd, die es in der Geschichte unseres Landes gegeben hat. Große Journalisten, John Solomon, Lee Smith, das sind alles große Publizisten. Und wenn man sich diese Leute anschaut, John Hannity zum Beispiel, Laura Ingraham, Tucker Carlson. Für mich, Tucker ist wirklich also eine Nummer 1 mit Sternen. Und er hat sich selbst übertroffen. Er ist immer besser geworden. Jesse Waters und Megyn Kelly, sie hat mich damals gegrillt bei meinem ersten Wahlgang. Und sie hat sich wirklich verbessert. Ich kann mich gut erinnern, wir hatten ein paar Auseinandersetzungen miteinander. Und ich meine, es geht hier nicht um mich, sie ist gut für unser Land, wisst ihr? Solche Leute brauchen wir. Greg Kelly bei Newsmax, das ist auch ein hervorragender Journalist. Newsmax war wirklich ganz toll. Pete Hexack ist ein toller. Rachel Duffy hat eine gute Figur gemacht. Ich meine, nicht alles, was bei Fox ist, ist schlecht. Es ist halt so diese Attitüde, die sie haben manchmal. Biden sollten mal versuchen, das Wort auszusprechen. Es gibt so viele andere auch, die wirklich einen tollen Job machen. Und sie haben gesehen, dass wir recht gehabt haben, dass unser Land jetzt zur Hölle fährt. Und wir wollen ja ein großes Land, ein schönes, ein gutes Land haben. Hier in diesem Land gab es ja etwas, was es nie zuvor gegeben hat. Und das ist
Wahlbeeinflussung. Das hat es zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes gegeben. Wahlbeeinflussung, indem man Menschen aus dem Weg räumt, während sie sich aufstellen lässt. Man bedroht ihre Familien, man lässt sie durch die Hölle gehen. Und das ist halt, wie tief sie jetzt gefallen sind, wie schmutzig es geworden ist. Natürlich hat es im Moment gerade den gegenteiligen Effekt gehabt. Ja, es ist wirklich Kuhscheiße, was sie da produzieren. Sie haben die Präsidentenwahlen 2020 betrogen, aber werden es nicht erlauben, dass sie die Wahlen von 2024 auch betrügen werden. Und Charlie und die Menschen, die hier bei Turning Point sind, die werden sich einbringen, sie werden sehr aktiv werden, das weiß ich schon, wenn die Wahlen da sind. Wir haben bestimmte Staaten komplett gewonnen. Was die gemacht haben, das war schlimm, was sie unserem Land angetan haben. Das ist wirklich auf der einen Seite ja etwas, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, der ganzen Welt zu zeigen, wie korrupt sie gewesen sind. Wenn das nicht vorgekommen wäre, hätten wir diese Chance nicht gehabt. Und jetzt können wir effektiver sein, als wir zuvor gewesen sind, weil wir eben hier das zeigen. Und jetzt wollen sie einen Präsidenten der Vereinigten Staaten unter dem Spionageakt von 1917 für immer ins Gefängnis bringen. Und das ist eines der hinterhältigsten Anklagen, die in der Geschichte von Amerika je in einem Gericht vorgetragen wurden. Es ist ein Beil, es ist ein hinterhältiges Beil, das sie auf mich herunterknallen lassen. Und im Kongress wollte man schon lange dieses Gesetz loswerden, weil es nicht mehr zeitgemäß ist. Biden hat 1850 Kartons gehabt von Dokumenten, die klassifiziert gewesen sind. Er hat in Chinatown Kisten gehabt. Er hat Boxen auf der Penn-Universität gehabt. Und Tausende von Millionen von Dollar mit China. Er hat es in einer Garage aufbewahrt gehabt, die ganz, ganz veraltet war und schlechte Garagentür drin hatte. Und Hunter hat in dieser Garage gelebt und das sind Dokumente. Warum hat man ihn nicht unter diesem Akt verklagt? Warum wurde er nicht angeklagt? Es sind wahrscheinlich 30 Mal so viele Dokumente, die ich gehabt habe. Und ich war ja der Präsident gewesen. Ich habe den Schutz gehabt des Presidential Records Acts. Und sie haben diesen Akt dazu benutzt, um mich zu kriminalisieren und zu verklagen. Und es zeigt euch, wie bösartig diese fürchterlichen Menschen, diese bösen Menschen sind. Der Presidential Records Act ist dafür zuständig und es besagt, dass der Präsident das Recht hat auf diese Dokumente. Es bezieht sich nur und einzig und allein auf den Präsidenten. Warum wurde er nicht angeklagt mit Spionage? Wir haben ein zweierlei verschiedenes Justizsystem und die Menschen nehmen es aber nicht mehr an, sie akzeptieren es nicht mehr. Es ist auch keine kriminelle Stadt, jeder Präsident hat das Recht, seinen persönlichen Besitztum zusammen mit diesen Dokumenten mit sich zu nehmen. Mike Pence hat auch ein paar Dokumente gehabt. Lassen wir ihn mal frei, lass ihn in Ruhe, Mike Pence. Aber der war auch nicht der Präsident, weil es nur auf den Präsidenten zulässig ist, dieser Presidential Records Act. Aber lasst uns Trump jagen, das ist ihr Motto. Wenn ich jetzt nicht aufgestellt wäre, wenn ich mich nicht um die Präsidentschaft bewerben würde, wenn ich jetzt zu Hause wäre und mich aussuchen würde, dann hätten sie mich nicht angeklagt. Was für ein Leben, das ich führen muss. Ich hatte ja vorher, bevor Corona kam, hatten
wir wirklich das größte Land in der Geschichte. Es gab asiatische Amerikaner, es gab schwarze Amerikaner, es gab Hispanoamerikaner, Menschen, die aus allen Ecken kamen, Menschen, die aus der Arbeiterschicht kamen, Menschen, die hohe Schulbildung hatten, die Universitätstitel hatten. Jedem ging es gut und der Erfolg hat dieses Land nach vorne gebracht. Und alle Menschen im Land haben es zu spüren bekommen, sie haben davon profitiert. Und die Linken, die Marxisten, viele von denen sind sogar an meiner Seite. Die Faschisten. Ich habe gewisse Worte benutzt. Und wisst ihr, wie viele Menschen sie vorher nicht benutzt haben? Sie haben nicht getraut, sie zu benutzen. Und jetzt benutzen sie dieselbe Terminologie, dieselben Worte, die ich benutze. Ich will euch etwas sagen. Während dieser Zeit habe ich Anrufe bekommen von Menschen, die Marxisten und Faschisten waren. Und die haben mich angerufen. Und sie wollten mit mir zusammenarbeiten, als ich im Amt war. Jeder hat einen Arbeitsplatz gehabt. Wir waren energiedominant. Wir haben uns vorbereitet, Energie an Europa zu verkaufen auf einem Niveau, wie man es zuvor nie gesehen hat. Wir hatten 1,85 $ für die Gallone Benzin. Und selbst Roger und viele Freunde, Fans von Ronald Reagan, sie wollten damals die Ölpipeline in Kraft setzen. Sie haben es nicht geschafft. Jeder wollte ANWR. ANWR war das große Ziel eines jeden Präsidenten, denn es ist flüssiges Gold. Und ich habe es geschafft. Ich habe dieses Ziel zusammengebracht. Ich habe es in die Welt gesetzt und jetzt sind wir in einer Inflation und wir werden wieder neu anfangen, nach Öl zu bohren und die Inflation wird weiter nach unten gehen und wir werden das Land wieder in die richtige Richtung bringen. Und wir werden uns um die Kriminellen, um die Verbrecher kümmern, um die Straftaten. Wir haben dieses Thema, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wenn wir mal zurückgehen zum Presidential Records Act. Sie haben bei Clinton in seinem Sockenschrank Dokumente gefunden, sensible Dokumente, geheime Dokumente, und das war doch der berühmte Fall von Clinton seinen Socken. So hat man das genannt, der Clinton-Sockenfall. Man hat sehr vieles darunter gefunden. Da waren die Aufnahmen und die Videos von den geheimen Abkommen, mit den Diskussionen mit Clinton, mit Kuba, der Konflikt in Bosnien. Es gab so viele wirklich unglaubliche Geheimdokumente und es waren Tapes, es waren Aufzeichnungen, Kassetten damals noch von diesen geheimen Aufnahmen. Und dann hat man ihn angeklagt. Es war keine Strafanzeige, sondern man hat ihn eine Zivilklage angehängt. Und dann hat er den Fall gewonnen. Judge Amy Berman Jackson hat damals über diesen Fall berichtet und sie hat gesagt, unter der Statute des Presidential Records Act ist eine Entscheidung getroffen worden, dass der Präsident während seiner Zeit als Präsident hat er die alleinige Macht und Diskretion über diese Dokumente zu entscheiden. Und das war das Ende dieser richterlichen Entscheidung, aber nicht, wenn es um Trump geht. Wenn es um Trump geht, der jetzt ein Kandidat geworden ist, das korrupte Biden-Regime hat sich komplett darin gewählt. Die National Archives, also NARA, eine ziemlich linke Gruppe, hat jetzt entschieden,
Das ist die Gruppe, die mich jetzt hetzt und jagt. Und die Richterin hat damals gesagt, diese Organisation hat nicht die Autorität zu entscheiden, welche Dokumente in der Hand eines Präsidenten sein dürfen und nicht. Und Nara, die mich jetzt anklagen wollen, haben nicht die gesetzesmäßigen Rechte, mich zu verklagen. Das hat die Richterin damals entschieden. Und die einzige Person, die dieses Recht hat, das ist übrigens ein Gesetz, das 1977 erschienen ist, der sogenannte Presidential Records Act. Noch nicht mal der Kongress hat die Autorität, die Macht, ein Veto einzulegen, wenn es um diese geheimen Dokumente geht. Der Presidential Records Act hat keine diskretionären Rechte und Sie können diese Geheimdokumente nicht klassifizieren. Unter diesem Gesetz ist die Verantwortung einzig und alleine unter dem Präsidenten und in dem Fall mir, meine Person. Und Sie haben mich angeklagt. Stellt euch das mal vor, gegen dieses Gesetz. Man muss kein Richter sein, beziehungsweise man muss auch kein Anwalt sein, um das zu verstehen. Es ist ganz klar im Gesetz niedergelegt unter diesem Presidential Records Act. Er hat das absolute und unnachgiebige Recht darüber zu entscheiden. Das ist gesetzt und es könnte nicht klarer sein. Und ich zitiere eine Zeitung, die nicht auf unserer Seite ist, nämlich die New York Times. Sie hat es so publiziert, wenn es dazu kommt, über Geheimdokumente zu entscheiden. Die einzige Macht, die Nara hat, ist, sie dürfen, das Einzige, was sie einem Präsidenten sagen dürfen, bitte, bitte, Sie können nur nett anfragen und den Präsidenten darum bitten, dass er diese Dokumente wieder zurückgibt. Das sind alles kranke Leute. Und man hat mich jetzt einer Strafklage unterzogen, einer Strafanzeige unterzogen. Im Justizministerium wurde ich angeklagt für eine Straftat. So etwas hat in der Geschichte unseres Landes noch nie stattgefunden. Obwohl andere Präsidenten viel mehr Dokumente hatten als ich. Biden ist noch nicht mal unter dem Presidential Records Act, denn er war damals kein Präsident. Niemals war jemals untersucht worden vom FBI, gar nicht daran zu denken, dass er angeklagt wurde. Es ist wichtig, dass die Menschen das verstehen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt in unserer Wahlkampagne so weit nach vorne sind. Ich meine, wer wird angeklagt und dann wird seine Popularität um das 10-fache noch vergrößert? Wie passiert so etwas? Ich habe immer einen großen Respekt gehabt vor dem Amt des Präsidenten und des Weißen Hauses. Und ich habe Biden eigentlich nicht so hart angegangen, wie ich es hätte tun müssen. Und ich habe auch das Amt des Vizepräsidenten immer sehr respektiert. Aber jetzt, wo man mich inhaftiert hat, man hat mich festgenommen. Du musst dir mal vorstellen, du nimmst deinen Gegner, deinen politischen Gegner fest. Das ist schlimmer wie Wahlbetrug. Es sollte denselben Impact haben, als sie Mar-a-Lago überfallen haben, was ja auch noch niemals passiert ist. Sie haben meine konstitutionellen Rechte mir weggenommen. Das FBI ist in mein Haus eingedrungen mit gezogenen Waffen. Etwas ist ja so fürchterlich. Und diese Anklage über einen Unsinn, über das, was ich euch gerade vorgelesen habe, ihr könnt euch ja selbst darüber informieren. Es geht hier nichts anderes, es geht hier um eine Wahlbeeinflussung. Das ist alles, was sie damit machen wollen und erreichen wollen.
Wir werden hart gegen sie vorgehen. Aber ich hätte so etwas nie gesagt, obwohl es die Wahrheit ist. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, zu sagen, dass Biden der korrupteste Präsident in der Geschichte unseres Landes ist. Ich glaube, ich hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal sagen müsste. Die Marxisten, die Faschisten, die Kommunisten haben mich angeklagt. Und es ist für mich eine Ehrenmedaille, dass sie mich angeklagt haben. Von Ihnen angeklagt zu werden, Sie haben mich für euch angeklagt. Aber das ist okay. Ich glaube, dass mehr als 200 Millionen Menschen unser Land wirklich leben. In der Zwischenzeit werden wir 7 Jahre lang verfolgt werden. Es ist ja ein Witz, was Sie da machen. Es ist eine erfundene Geschichte. Als wir zum ersten Mal die Rolltreppe im Trump Tower hinuntergegangen sind, da fingen die Hetzen ja gegen uns an. Ich habe nichts Schlimmes getan, ich habe nichts verbrochen. Habt ihr gehört? Sie haben jetzt die Untersuchung der Kokainfundes im Weißen Haus jetzt aufgegeben. Es ist genau neben dem Situation. Ich habe es damals gehört. Ich habe gesagt, das wichtigste Raum im ganzen Weißen Haus. Dort werden die weltbewegenden Entscheidungen getroffen. Genau gegenüber davon ist das Kokain gefunden worden. Wir hatten sehr, sehr viele Videos gehabt, sehr viele Tapes. Und man konnte damals alles kontrollieren. Das ist der schärfste, überwachteste Raum auf der ganzen Welt. Diese Untersuchung, das Kokain dort zu finden, ist ja eine unglaubliche Sache. Es hätte ja auch eine sehr gefährliche Waffe, eine Biowaffe sein können, die man dort gefunden hat. Und sie haben jetzt aufgehört, das untersuchen. Ich bin seit 2015 werde ich untersucht. Vom Tag, als ich öffentlich gemacht habe, dass ich mich zur Präsidentenwahl stelle, hat man mich untersucht und gejagt. Ich hatte ja zuvor ein wunderbares, leichtes Leben gehabt. Was ich für euch tue, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich hatte so ein wunderbares Leben. Ich habe ein tolles Leben gehabt, bevor ich das hier gemacht habe. Aber ich bin froh, dass ich es mache. Mich hat jemand gefragt, Dankeschön, ich schätze es. Jemand, der sehr erfolgreich ist, hat mir gesagt, sag mal, wie machst du das? Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich eine Wahl? Und dann sagte er, kann ich dir eine Frage stellen? Wenn du es wieder tun müsstest, würdest du wieder tun? Und ich habe gesagt, ich würde nicht ein einziges Mal darüber nachdenken. Natürlich würde ich es wieder tun. Ich habe etwas getan, wir haben etwas getan durch diese Zeit. War unglaublich und das Wichtigste ist, wir werden es wiederholt wieder machen und wir werden es besser machen. Es gibt nicht die geringste Frage. Und die Zeitungen haben geschrieben, ja, er wünscht sich insgeheim, er hätte es nicht getan. Was uns bevorsteht, wird größer sein als je zuvor. Aber vergesst es nicht, unsere Feinde wollen uns stoppen, denn wir sind die Einzigen, ihr alle, wir arbeiten zusammen. Wer kann die stoppen? Nur wir können sie stoppen. Sie wollen meine Freiheit wegnehmen, weil ich es nicht erlauben werde, dass sie eure Freiheit wegnehmen. Sie wollen mich zum Schweigen bringen, weil ich es niemals erlauben werde, dass sie euch zum Schweigen bringen. Sie sind nicht hinter mir her, sie sind hinter euch her und ich bin zufällig im Weg zwischen ihnen und euch. Ich wollte vor kurzem noch sagen, wenn ich es, sagen wir mal, nicht 40, 50 vorne läge,
Ich habe Megan gerade gesehen, als sie reingekommen ist. Ich habe gesehen, sie hat eine tolle Sache hier gemacht. Wenn ich jetzt nicht 50 Punkte, sagen wir mal, ich würde verlieren. All das, was jetzt passiert, würde nicht passieren. Wenn ich jetzt nicht vorne liegen würde, wenn ich jetzt nicht so populär wäre, wenn ich jetzt ganz unten wäre und wenn ich mich jetzt nicht aufstellen lassen würde, dann würde all das hier nicht passieren. Sie würden mich in Ruhe lassen, sie würden mich nicht anfeinden. Ich weiß nicht, Byron ist ein ganz toller Typ, der das jetzt hat eine tolle Rede gehalten. Er hat eine große Zukunft. Alle, die sich hier auf die Bühne begeben haben, haben eine tolle Zukunft. Also was sie getan haben, was sie machen, das ist nicht erlaubt. Also selbst die Fake News waren überrascht. Ich kann euch etwas versprechen. Wenn ihr mich wieder zurück ins Weiße Haus holt, dann wird Amerika wieder eine freie Nation werden. Ich habe mich zweimal aufstellen lassen, ich habe zweimal gewonnen. Ich habe das zweite Mal viel mehr Stimmen gehabt als das erste Mal. Millionen und Millionen von Stimmen mehr als das erste Mal, als ich 2016 hatte. Und ich hatte mehr Stimmen als jeder Präsident in der Geschichte des Vereinigten Staaten. Und ich habe den größten Zuwachs gehabt, das zweite Mal, viel mehr als Obama. Er hat viel weniger gehabt beim zweiten Mal. Ich habe den größten Zuwachs eines amtierenden Präsidenten gehabt bei der zweiten Wahl. Kein einziger Präsident hat jemals so viel zugelegt von 63 Millionen. Man hat mir gesagt, wenn ich 63 wieder erreiche, dann gibt es keine Möglichkeit, dass du diese Wahl verlierst. Und ich habe fast 75 Millionen Stimmen gehabt. Und das waren nur die, die gezählt wurden. Also wir haben gewonnen. Und jetzt werden wir es ein drittes Mal machen und es wird keine Fehler geben. Wir werden es genau beobachten. Wir werden sie überschütten mit millionenfachen Stimmen. Ihr wisst, was ich meine. Wir werden sie überschütten. Wir hatten einen hervorragenden Geist. Die Menschen waren positiv. Wir waren vor kurzem in South Carolina und da waren 80.000 Menschen live bei unserer Mega-Rally. Wir hatten eine große Unterstützung, Millionen von Stimmen. Wir hatten niemals zuvor so einen Enthusiasmus, den wir gerade haben in diesem Moment. Wenn man sieht, wie schlecht und wie inkompetent sie unser Land regieren, was China uns tut. Und es gibt Länder auf der Welt, die lachen sich tot über uns. Er ist korrupt. Und ansonsten macht er einen Job. Das ist eine traurige Angelegenheit für unser Land. Ich habe mir angeschaut, was er in Europe gemacht hat. Er weiß zum Teufel gar nicht mehr, wo er sich befindet. Er weiß nicht, wo er hingehen soll. Er kann keinen festen Satz zu Ende sprechen. Überlegt euch mal vor, was wir in 4 Jahren erreicht haben. Wir haben die größte Steuernachlass in der Geschichte gehabt. Wir haben die erfolgreichste Wirtschaft gehabt in der Geschichte unseres Landes. 2018 haben wir verdoppelt und verdreifacht. Wir haben China in die Knie gezwungen und wir haben Energieunabhängigkeit gehabt. Energiedominanz stand kurz vor der Tür. Wir haben die größte Energiequelle in 87 Jahren gehabt. Wir haben 500 Meilen, über 700 Kilometer an Grenze gebaut. Und dann haben sie gesagt, der Trump hat nur 47 Meilen gebaut. Dann haben sie es
nochmal rektifiziert. Wir haben über 750 Kilometer an Grenze gebaut. Mexiko, habe ich damals gesagt, wird dafür bezahlen. Sie haben 28.000 Soldaten zur Verfügung gestellt und sie haben uns jahrelang geholfen, während ich die Grenze gebaut habe, hat mich der Kongress herausgefordert. Sie haben gestritten mit mir. Ich habe das Geld aus dem Militär herausgenommen, denn für uns war es eine Invasion. 500 Meilen von Grenze und dann haben wir es zu Ende gebracht und dann mussten wir natürlich noch etwas weitermachen, um die Gegend drumherum fertig zu bauen. Man hätte es in 3 Wochen zu Ende bauen können. Und sie wollten es nicht. Sie wollten es nicht. Da habe ich dann wirklich geglaubt und habe gesagt, die wollen, dass unsere Grenze offen ist. Mexiko hat uns 28.000 Soldaten zur Verfügung gestellt. Ich mag den Präsidenten von Mexiko, er ist ein Sozialist, aber er ist ein toller Typ. Man hat mich ausgelacht, als ich gesagt habe, ich brauche Soldaten, die mich unentgeltlich beschützen, die uns helfen bei der Mauer. Und man hat mich ausgelacht und hat gesagt, wir werden das nicht machen. Dann habe ich gesagt, sind Sie sich sicher? Der Repräsentant von Mexiko ist dann zu gekommen. Wir hatten eine Repräsentantin gehabt, die auf unserer Seite gearbeitet hat. Und sie hat gesagt, Sir, Sie werden das nie erlauben. Sie tun diese Dinge nicht. Und dann habe ich gesagt, Sie werden es tun. Und sie sagte weiterhin, nein, Sie werden das nicht erlauben. Und dann kam der Repräsentant von Mexiko. Ich habe zu ihm gesagt, wir brauchen von euch aus Mexiko 28.000 Soldaten. Er hat mich angeschaut, als wäre ich ein Verrückter. Und er hat gesagt, nein, das machen wir nicht. Wir können das nicht tun, hat er gesagt. Wir können das nicht machen. Dann habe ich gesagt, du wirst es tun. Und wenn du es nicht tust, dann werde ich am Montagmorgen 25% Zölle auf deine Autos erheben, die du aus Mexiko nach Amerika importierst. Und es gab ja sehr viele verrückte, dumme Präsidenten, die das erlaubt haben, schon seit Jahrzehnten. Wir werden es wieder tun. Und jetzt mit den elektrischen Autos werden sie dasselbe wieder machen. Ich habe zu ihm gesagt, ich brauche 28.000 Soldaten. Und dann sagte er, Sir, lassen Sie mich bitte einen Anruf machen. Und 3 Minuten später kam er zurück und hat gesagt, ja, es ist uns ein Vergnügen, Ihnen 28.000 Soldaten zur Verfügung stellen, aber bitte erhöhen Sie nicht die Zölle für die Einfuhr unserer Autos. Er sagte, es ist mir eine Ehre. Das waren sehr gute Soldaten. Sie waren nicht politisch korrekt, aber sie haben uns geholfen, diese Mauer zu bauen. Und wir haben illegale Einwanderer, wir haben die Bandenmitglieder, die MS-13, wir haben sie wieder zurückgeführt und wir hatten die sicherste Grenze in der Geschichte unseres Landes. Kein einziges Land hätte es eigentlich erlauben würden, was sie jetzt tun, dass Millionen von Menschen über die Grenze gehen. Ich habe das Militär der Vereinigten Staaten wieder neu aufgebaut. Ich habe ISIS komplett zerstört. Wir haben sehr gute Generäle, große, tolle Generäle. Ja, wirklich hervorragende Generäle. Wir haben unsere Soldaten wieder zurück nach Hause gebracht. Wir haben ISIS zerstört. Ich war der erste Präsident in Jahrzehnten, der keinen Krieg begonnen hat. Als ich dieses Militär wieder aufgebaut habe, man hat uns respektiert. Wir haben wirklich hervorragende Soldaten und es ist wichtig, dass ihr wisst, wie es uns gelungen ist, ISIS auszurotten. Die sind übrigens ganz gute Kämpfer gewesen. Ich habe gesagt, ich möchte dahin reisen, ich möchte wissen, was da los ist. Wir wollten
ISIS vernichten, ISIS und die Taliban, wir wollten sie entwaffnen. Und ich bin im Irak gewesen, ich bin auf dieser Air Force Base gelandet, es war mitten in der Nacht und ich musste bei Air Force One das Licht innerhalb des Flugzeuges ausmachen. Ich habe gesagt, 21 Jahre lang fliegen wir auf der ganzen Welt rum mit Air Force One. Will jemand diese Geschichte hören, die ich gerade erzähle? Also ich bin in Air Force One und wir sind gerade dabei zu landen im Irak. Und es hat noch eine Stunde gedauert, dann sagte es, wir müssen überall die Lichter ausmachen im Flugzeug. Ich habe gesagt, warum? Wir wollen das Flugzeug, dass es dunkel ist. Wir sind nämlich in der Feindeszone. Und ich sagte ihm wieder, wir haben doch jetzt 20 Jahre hier gekämpft, er hat die besten Soldaten, die besten Waffen. Warum müssen wir das Licht ausmachen? Dann habe ich gesagt, gut, macht das Licht aus. Und wir haben dann die Schotten dicht gemacht, es wurde alles dunkel gemacht. Und dann habe ich Leute getroffen, wir haben ein Meeting gemacht, ich wusste gar nicht, wer die waren. Und ich habe diese Piloten, diese militärischen Piloten, ist sehr geschätzt und respektiert. Das sind perfekte Leute, sehr disziplinierte, ausgebildete Soldaten. So, ich bin in den Cockpit gegangen, ich wollte bei der Landung dabei sein, ich wollte es sehen. So, die haben mich durch dieses dunkle Flugzeug gebracht, wo kein Licht war, bis ich im Cockpit saß mit dem Piloten. Ich sitze hinter dem Kapitän im Cockpit und der Co-Pilot und ein paar andere Leute. Also man hätte da einen Film machen können, jeder einzelne von ihnen wäre ein Hollywood-Star geworden. Ich sitze im Cockpit. Sir, wir werden uns jetzt vorbereiten zu landen. Also da kommt diese Computerstimme kommt raus. 1900, 800, 700. Und diese Computerstimme kommt hier aus dem Computer. Und dann 47 ist nicht sehr hoch. 600, 500, ich sage, Kapitän, ist alles in Ordnung? Also ich bin daran gewöhnt, dass man Licht sieht hier auf der Landebahn. Und der Kapitän sagt, yes, Sir, alles in Ordnung, keine Sorge. Und ich sah keine Lichter, ich habe keine Lichter auf der Landebahn sehen können. Und der Kapitän sagt, wir haben die beste Ausrüstung auf der Welt, 400, 300, 200 Fuß und dieses riesige Flugzeug. Und es ist dunkel, es ist wirklich pechschwarz, nirgendwo ein Licht. Ich sage, Captain, alles in Ordnung? Und auf einmal bing, bum, 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 bum. Wir machen eine perfekte Landung. Ich weiß nicht, wie die das machen. Und ich habe so mutig gefühlt. Ich habe gesagt, darf ich mir selber eine Medaille geben, habe ich gesagt, als Präsident. Ich war so mutig gewesen, ich hätte mir selbst eine Medaille verliehen. Also ich war so mutig gewesen. Bin aus dem Cockpit gegangen, ich habe geschwitzt wie verrückt. Und dann bin ich rausgelaufen, wir sind die Treppen runtergekommen. Und da ist ein General, und zwei andere Generäle und einige Feldwebel. Und sie waren alle perfekt in ihrer Uniform, das war wie in einem Hollywood-Film. So, habe ich gesagt, müssen Soldaten ausschauen. Ich sage, wie heißen Sie? Er sagt, mein Name ist Zucker Rosine. Ich sage,
Ich sage, dein Name ist Zuckerrosine. Und ich sagte, ja, du bist derjenige, den ich brauche. Und hat mich den anderen General vorgestellt, ein sehr gut aussehender. Einer war davon auch ein Feldwebel. Wir sind dann hingegangen und dann haben sie gesagt, wollen Sie sich hinlegen? Ich sage, was hinlegen? Ich war jetzt hier 5 Stunden am Flugzeug. Ich will mich nicht hinlegen. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte nicht ausholen. Ich möchte jetzt wissen, was hier los ist. Und der General Zuckerrosine und ich habe gesagt, sag mal, wir haben die besten Waffen, wir haben Jahrzehnte, wo wir gegen ISIS kämpfen und gegen die Taliban. Und ich habe mich mit denen in Washington zusammengesetzt, die waren alle sehr inkompetent. Ich habe diese Generäle gefragt, warum kommt es, dass wir ISIS nicht zerstören können? Wir haben die besten Waffen, wir haben die besten Soldaten und können diese Truppen nicht zerstören. Und wir haben Munition, wir haben alles perfekt gehabt und wir können sie nicht zerstören. So was Dummes, ja. Ich habe gesagt, General, Sie sagen, wir brauchen Jahre, um ISIS zu zerstören. Was meinen Sie? Und er sagt, Sir, wir können in 3 Wochen ISIS zerstören. Das ist Zuckerrosine, der General. Ich sage, Entschuldigung, können Sie mir das mal erklären, General? Wenn wir hier sind von dieser Basis ist zu weit entfernt, aber wir haben Satellitenbasen und wir können von dort aus angreifen, wir können von vorne, von links, von rechts, von oben, von unten und wenn es sein muss, gehen wir in Untergräben. Wir werden sie aus so vielen Richtungen bombardieren und sie wissen gar nicht, was ihnen passiert. Und ich sagte, wie sicher sind Sie sich, General? Er sagte, 3 Wochen, vielleicht 4 Wochen, aber dann haben Sie noch Zeit übrig. Nun, ihr müsst euch mal vorstellen, ich wurde ja indoktriniert von Washington. Ich habe dort mit Generalen getroffen und ich habe mich immer gefragt, warum können wir ISIS nicht besiegen? Die ISIS-Kalifat, warum können wir die nicht besiegen? Dann sage ich zu ihm, General Wenderbau, werde ich mich mit Ihnen nochmal unterhalten. Wir sind eine kurze Zeit noch da geblieben, wir haben Abendessen gehabt, ich bin zurück ins Flugzeug, ich bin wieder zurück, dann bin ich wieder zurückgegangen. Und dann habe ich ihn nochmal gefragt, ich habe gesagt, sind Sie sich sicher, dass Sie es tun können? Dann habe ich gesagt, General, lassen Sie es uns machen. Und er ist verrückt geworden. Und dann sagten sie, ich habe ihn angerufen, ich habe gesagt, Sie machen Progress, Sie machen Fortschritte. Ich sage, was ist der Status? Und er sagt, wir haben sie alle jetzt eingekreist. Ich möchte das Erlaubnis haben, dass wir sie fertig machen können. Und ich habe gesagt, das sind Leben. Und dann sagten sie, nein, das sind keine Menschen, das sind Tiere. Sie ermorden sich untereinander. Ich erzähle euch mal die Geschichte. Ihr hört von denen, dass sie nicht aus Afghanistan kommen, dass sie unser Militär zuerst wegnehmen. Das sind Affen, das sind Babuns. Und sie erzählen euch diese inkompetenten Sachen. Ich erzähle euch hier direkt aus dem Nähkästchen, was vorgefallen ist. Also ich sagte dem General, was sollen wir machen? Was soll man? Und dann hat er gesagt, geben Sie mir den Befehl. Dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn Sie sich ergeben? Und dann sagte er, nein, die wissen nicht, was eine weiße Flagge ist, die ergeben sich nicht. Und dann habe ich gesagt, wie wäre es mit dem F-16? Und ich habe gesagt, lass die F-16 über sie fliegen. Und dann habe ich ihn angerufen. Und dann sagte er zu mir, Sie wollen kämpfen, Sie Herr. Und dann
Sagt nicht gut, wenn sie sich nicht ergeben und wenn sie kämpfen wollen, dann müssen sie kämpfen. Und ich habe ihm den Befehl gegeben und dann habe ich gesagt, wenn sie fertig sind, kommen sie nach Hause. Ich erzähle euch diese Geschichte, weil es wichtig ist, dass ihr wisst, dass unser Militär ein hervorragendes Militär ist. Und die Inkompetenz, mit der sie aus Afghanistan gegangen sind, da hat Putin gesehen, wie inkompetent wir sind und er wäre niemals in die Ukraine einmarschiert, wenn er nicht gesehen hätte, was in Afghanistan vor sich gegangen ist. Und ich will euch was sagen. Ich bin derjenige, der die Pipeline zugemacht hat. Ich bin derjenige, der ihnen die Raketen, die Javelins geschickt hat. Obama hat ihnen Decken geschickt. Das ist der Unterschied. Ich habe die Pipeline habe ich zugemacht. Biden hat es erlaubt, Russland diese Pipeline zu bauen. Wer hat es getan? Ich habe sie außer Kraft gesetzt. Niemand wird in der Lage sein, sich gegen Putin zu stellen. Die Desinformationen, die Demokraten. Trump ist so leicht an Russland. Er weiß nicht, wie man mit Russland umgeht. Ich bin sehr gut mit Putin ausgekommen. Ich habe ihm damals gesagt, Wladimir, tu es nicht mit der Ukraine. Wir werden dich harter herannehmen, als du jemals herangenommen wurdest. Du hast Glück gehabt mit Deutschland. Glaube mir, Wladimir. Er hat mir nicht geglaubt, aber er hat mir vielleicht 5% geglaubt und das war genug, um ihn zu überzeugen. Und ich habe dieselbe Rede, dasselbe Gespräch habe ich mit Präsident Xi geführt. Ich habe ihm gesagt, lass die Finger von Taiwan. Also ich bin mit diesen harten Kerlen gut ausgekommen. Kim Jong-un. Ich bin mit ihm sehr gut ausgekommen. Er hat eine unglaubliche nukleare Kapazität. Wir haben uns getroffen. Wir saßen uns gegenüber. Damals hat Präsident Obama gesagt, das größte Problem, das wir haben, ist Nordkorea. Ich habe gesagt, haben Sie mit ihm geredet? Haben Sie sich mit ihm getroffen? Er sagte, nein. Ich habe ihn den kleinen Raketenmann genannt, den Little Rocketman, könnt ihr euch erinnern. Er hat gesagt, ich habe einen roten Knopf auf meinem Schreibtisch und ich habe gesagt, ich habe einen noch größeren roten Knopf an meinem Schreibtisch und der funktioniert. Es war so gefährlich gewesen. Viele Menschen haben sich das gar nicht bewusst gemacht. Es gab die Olympiade gewesen in Südkorea und niemand hat Tickets gekauft für die Olympiade. Wir haben einen hervorragenden Job gemacht, aber man akkreditiert uns das nicht. Man hat uns nicht Anerkennung dafür gezollt, was wir alles getan haben unter unserer Regierung. Man hat mir damals gesagt, bitte geh nicht hinein nach Nordkorea. Und ich bin hineingegangen nach Nordkorea. Und wir sind gut mit ihm ausgekommen und wir hätten auch einen Deal mit ihm gemacht. Wir hätten mit Iran einen Deal gemacht. Wir haben Iran das Öl wir sind regelrecht abgenommen. Wir haben Sanktionen gegen sie gehabt. Und ich habe ihnen gesagt, wenn ihr nicht aufpasst, dann werden sie eine nukleare Waffe haben. Und sie haben sie jetzt. Die Fake News berichten ja nichts darüber. Habt ihr gewusst, dass China in Kuba einen Militärstützpunkt baut? Niemand berichtet etwas darüber. An unserer Küste in Kuba. Könnt ihr euch das vorstellen? Als man unsere Statuen unserer Gründerväter zerstört hat, man hat sie verbrannt, man hat sie heruntergerissen,
Dann bin ich sofort eingeschritten. Ich habe gesagt, ich habe ein Gesetz herausgegeben und habe gesagt, wenn ihr die Statue eines Gründervaters herunterreißt, müsst ihr pflichtmäßig für 10 Jahre ins Gefängnis. Und es hat aufgehört. Es hat aufgehört. Sie haben keine Statuen, keine Bundesstatuen mehr angebracht heruntergerissen. Mit eurer Hilfe in 2024 werden wir Amerika wieder an erster Stelle stecken und wir werden den Job zu Ende bringen, den wir begonnen haben. Es war 4 Jahre, die wir gearbeitet haben. Viele Menschen sagen, es war die erfolgreichste Präsidentschaft in der Geschichte unseres Landes. Und wenn ich wieder im ovalen Law Office bin, dann werde ich den tiefen Staat zerstören. Wir wissen, wer Sie sind. Wir kennen Sie. Ich war nur 17 Mal in meinem Leben in Washington und ich bin niemals dort geblieben. Ich bin keine Person jemals gewesen, die dem Establishment von Washington angehört. Wir haben so viele Sachen gemacht. Wir haben die Steuererleichterung gemacht. Wir haben die Energie billig zur Verfügung gestellt. Und jetzt, ich weiß, wer die Schlechten sind, ich weiß, wer die Dummen sind, ich weiß, wer die Inkompetenten sind. Ich kenne jeden in Washington. Ich habe einen Doktortitel gemacht, um die Leute in Washington kennenzulernen. Wir werden eine Rekonziliationskomitee gründen und wir werden den tiefen Staat zensieren und aus der Macht entheben. Und bevor ich in Washington ankomme, alles, was ich brauche, ist den Sieg. Ich muss den Sieg haben. Kurz nachdem wir die Präsidentschaft gewonnen haben, werden wir den fürchterlichen Krieg zwischen der Ukraine und Russland sofort beenden. Wie ich schon vor 2 Tagen gesagt habe, Biden hat sehr viele Geheimnisse preisgegeben über die Situation unseres Landes und über die Munition, das ist klassifizierte. Und jetzt schicken sie diese Streubomben und sogar neue Truppen Richtung Ukraine. Wir schicken Tausende von Truppen nach Europa. Wir sind schon 200 Millionen dort in der Schuld. Europa ist fast die Größe unseres Landes, der Vereinigten Staaten. Warum zahlen Sie nicht dieselbe Mitgliedschaft? Sie zahlen nicht. Kein einziger amerikanischer Vater und Mutter sollte besorgt darüber sein müssen, dass sein Kind in der Ukraine sein Leben lässt. Als ich an dieser verrückten Show, in dieser Town Hall war bei CNN, wenn ihr das gesehen habt, sie haben damals die größte Einschaltquote bekommen vor ein paar Wochen. Und wir müssen scheinen etwas Gutes gemacht zu haben. Danach haben sie den Chef von CNN gefeuert. Dieser Konflikt muss zu Ende gebracht werden. Und wenn ich Präsident bin, dann will ich in 24 Stunden diesen Krieg beenden. Jemand wie Ron DeSantis ist nicht in der Lage, das zu machen. Denn er wird von den Globalisten kontrolliert und Amerika ist an letzter Stelle für die Globalisten. DeSantis hat einen Schritt nach hinten gemacht, indem er seine Meinung über die Ukraine kundgetan hat. Meine Damen und Herren, Ron DeSantis, ich nenne ihn Ron DeSantis. DeSantis. Mir gefällt dieser Name, den ich ihm gegeben habe. Wisst ihr, dass ich derjenige war, der ihn in die Wahl qualifiziert hat? Er hat immer verloren, er hat kein Geld gehabt, er hat einen Job gesucht als Rechtsanwalt. Und er war er hat mich gebittelt und gebettelt, dass ich ihn unterstütze. Und ich habe gesagt, wenn Lincoln und Washington in eines wäre, ich könnte dich nicht dazu bringen, dass sie dich wählen. Und dann sagte er, Sir, wenn Sie mich unterstützen
unterstützen, wenn Sie mir helfen, dann kann ich diese Wahl gewinnen. Er war einer von 175 Kongressabgeordneten. Ich habe ihn nicht besonders gekannt. Ich hatte ihn vom Fernseher. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wir werden ein Experiment starten. Wir werden es versuchen mit dir. Und sobald ich ihn unterstützt habe, ist er wie eine Rakete in die Luft hochgestiegen. Er hat die Primary gewonnen und kurz darauf hat er in einer Massenabstimmung gewonnen. Und damals haben sie gedacht, er würde vielleicht der Präsident der Vereinigten Staaten werden. Also, ich würde Byron wählen. Er ist kein guter Repräsentant. Er hat gut ausgesehen, er hat ganz gut geredet, ja, er war jung, er hatte eine Zukunft. Und dann habe ich Rallyes veranstaltet. Wir sind übrigens wieder dabei, unsere Maga-Rallyes regelmäßig weiter zu starten. Und dann sagte er auf einmal, er hat gewonnen. Ich habe gesagt, du wirst gewinnen, ich habe dir das gesagt. Und 4 Jahre später hat man ihn gefragt, wirst du dich gegen den Präsidenten aufstellen lassen? Und er sagte, ich habe dazu nichts zu sagen. Und dann habe ich gehört, dann habe ich gesagt, dieser Hurensohn wird sich gegen mich aufstellen lassen. Und ich war derjenige, der ihn ins Amt gebracht hat. Sehr viele Politiker sagen, ich sollte das nicht erwähnen, aber Loyalität, loyal zu sein, ist eine sehr wichtige Tugend und ich halte sehr viel davon. Ich habe gesagt, ich werde den Dritten Weltkrieg verhindern und wir sind gerade auf dem besten Weg, in einen Dritten Weltkrieg hineinzumarschieren, um die Zerstörung unserer nationalen Wohlhaben. Ich muss das stoppen. Ich werde dafür sorgen, dass unser Handel wieder blüht. Ich werde Gesetze entwerfen, die uns davor schützen. Und wir werden China in die Knie wieder zwingen. Wir werden uns nicht überrennen lassen von China. Ich habe damals Milliarden und Milliarden von Zöllen eingenommen von China. Und sie wollten, dass ich das zurücknehme. Finanziell habe ich damit die Stahlindustrie in unserem Land gerettet. Wir haben jetzt keine Stahlindustrie mehr. Wenn wir einen Krieg gegen China hätten, dann müssten wir den Stahl von China importieren. Könnt ihr euch so etwas vorstellen? Und wir haben hier die Stahlindustrie gerettet durch unsere Zölle. Und wir werden die chinesische Partei dafür verantwortlich machen, dass sie diesen Virus aus ihrem Labor herauskommen hat lassen. Ich werde die Regierung von Biden erlaubt es jetzt, dass die Nervenkliniken, dass die Gefängnisse auf der ganzen Welt entleert werden und ihre Menschen hier unrechtmäßig in unser Land führen. Die Schnecke, die Schlange, soll ich das von der Schlange jetzt hier vorlesen? Ich will euch mal das Gedicht von der Schlange vorlesen. Das ist ein Song, der vor einer langen Zeit geschrieben wurde. Und der Text von diesem Song hat etwas mit Terrorismus zu tun, denn wir erlauben Terroristen in unser Land zu gehen und wir dürfen das nicht. Es hat damit etwas zu tun, dass Menschen in unser Land kommen, über unsere Grenzen. Das ist traurig, das ist eine schlimme Angelegenheit. Hat jemand das schon mal gehört, die Schlange?
Es ist auf ihrem Weg zur Arbeit eines Morgens am Rande des Sees war eine zarte Frau und sie fand eine Schlange, die erfroren, halb erfroren auf dem Boden lag. Und sie sagte, du armes Geschöpf, ich werde dir helfen. Und die Schlange sagte, bitte nehme mich in dein Haus. Sie nahm sie mit sich und sie hat sie ins Haus gebracht, neben ihren Kamin. Sie gab ihr Honig und sie gab ihr Milch. Und nach kurzer Zeit fand sie diese Schlange, der sie geholfen hat zu überleben. Und die Schlange sagte, nimm mich auf in dein Haus, liebe Frau. Und sie hat sie aufgehoben, sie hat sie an ihre Brust genommen und sie hat gesagt, wenn ich dich nicht hier aufgenommen hätte, dann wärst du sicherlich gestorben, du wärst jetzt tot. Aber statt Danke zu sagen, hat die Schnecke sich ausgeholt und sie hat sie hinterhältig in die Brust gebissen. Und sie sagte, nimm mich in dein Haus. Und die Frau hat geschrien und sie sagte, ich habe dich gerettet und jetzt werde ich sterben. Und die Schlange sagte, halt den Mund, dumme Frau. Du hast verdammt nochmal gewusst, dass ich eine Schlange bin, bevor du mich in dein Haus aufgenommen hast. Die Schlange. Und das ist, was wir jetzt gerade tun. Wir nehmen Leute hier auf, die sehr gefährlich sind. Wir erlauben ihnen hier in unser Land zu kommen, millionenfach und billionenfach. Wenn wir das Eisenhower-Modell wieder in Kraft setzen, dann werden alle unsere polizeilichen Kräfte in Aktion setzen und wir werden dafür sorgen. Wir werden Titel 42, den sie außer Kraft gesetzt haben, wieder einsetzen und wir werden alle Kinder zu ihren Familien wieder zurückbringen. Und illegale Einwanderung werde ich durch ein neues Gesetz am ersten Tag in Kraft setzen. Und die fürchterlichen Aufstände in Frankreich haben uns gezeigt, dass alle Menschen, die in unser Land kommen, müssen unsere Werte achten und respektieren. Wir brauchen Menschen, die unser Land lieben und nicht unser Land verachten. Unter der Trump-Regierung waren wir gegen Menschen, die in unser Land reisen wollten und die einen terroristischen Hintergrund gehabt haben. Wir haben sie jahrelang hier nicht mehr reingelassen. Und wenn ich zurückkomme, dann wird dieser Travel Ban, diese Reiseban wieder eingeführt werden. Die Vereinigten Staaten werden nicht dasselbe Schicksal erleiden wie Frankreich. Wir werden alle Kommunisten und Marxisten verbieten, in unser Land einzureisen. Das größere Problem, das wir haben, ist die wieder aus ihren Behörden rauszuholen. So Leute wie Shifty Schiff, die müssen aus ihren Ämtern entlassen werden. Sie sind Lügner, sie sind böse Menschen und ich glaube, dass sie unser Land hassen. Die demokratischen Städte sind gefährlicher als je zuvor. Die Kriminalität ist Hunderte von Prozent in die Höhe geschnellt. Ein Illegaler hat in Texas in einer Nachbarschaft einen 18-jährigen Mann, 3 Frauen und ein Kind und ein 6 Wochen altes Baby. Er hat diese ganze Familie ausgerottet. Und der Sanctuary-Staat von Kalifornien hat dort Menschen ermordet. Er hat College-Studenten der Bronx wurden
ein Illegaler festgenommen, der auf der Straße mehrere Menschen ermordet hat. Davon hat eine Kugel ein 5-jähriges Kind getroffen, das auch tot war in Washington DC am 4. Juli. Washington. Es ist nicht mehr so, wie es war. Ich habe es wunderbar gehalten. Wenn ich ein Zelt auf der Straße gesehen habe, dann habe ich das weggenommen. Ich habe es nicht erlaubt, dass die Menschen auf den Straßen zelten. Wir sollten Washington DC heutzutage sehen. Am 4. Juli 9 Menschen wurden hinterhältig erschossen von einem, übrigens ein 9-jähriges Kind wurde dabei auch getötet. Washington DC muss von der Bundesregierung ordentlich geführt werden, als eine starke und saubere und ordentliche Stadt. Es ist eines der Verbrecherhauptstädte auf der ganzen Welt geworden. Wir müssen aufpassen auf unsere Städte, wir müssen unsere Städte lieben und sauber halten. Es ist eine traurige Angelegenheit. Viele Menschen wollen nicht mehr in die Städte gehen, sie wollen sie nicht mehr besuchen. Es ist ein fürchterlicher Gestank in diesen Städten. Alles, was getan werden muss, muss hervorragend und perfekt gemacht worden und wir müssen es besser machen, als wir es das erste Mal gemacht haben. Die Menschen, die diese Städte managen, wissen nicht, was sie tun. Es ist wirklich sehr schlimm. Wir müssen die marxistischen Staatsanwälte, die Mörder und Verbrecher freilassen, müssen aus dem Amt enthoben werden. Ich werde das ganze Justizministerium neu aufrüsten und ich werde den Justizminister für seine rassistischen Anklagen haftbar machen. Wir müssen die Plage der Obdachlosen ins Auge fassen. Wir müssen uns um die Drogenabhängigen kümmern und sie von der Straße bringen. Wir müssen ihnen medizinische Versorgung zuteil werden lassen. In New York, in Chicago und in jeder demokratischen Stadt, die demokratisch schlecht geführten Städte, die liberalen Politiken schaden den Menschen, sie sind nicht empathisch und sie respektieren nicht die normalen Durchschnittsbürger, die hart arbeitenden. Sie werden nicht respektiert. Sie können nicht mehr die Straße hinunterlaufen. Atlanta können Sie nicht mehr auf einer Stadt, wo Sie noch nicht mal mehr einen Laib Brot kaufen können, ohne in Gefahr zu kommen. Und dort wollen sie mich verklagen für einen perfekten Telefonanruf, den ich gemacht habe. Ich habe mich damals beschwert über einen Wahlbetrug. Ich hatte ein Dutzend Rechtsanwälte an meiner Seite, die dabei waren. Wenn ich irgendetwas Falsches gesagt hätte, dann hätten sie mir sofort, wären sie mir ins Wort gefahren und sie hätten mich nicht weiter telefonieren lassen. Und jetzt wollen sie mich dafür anklagen. Und man hat in ganz Atlanta Mörder und Verbrecher und sie wollen mich verfolgen, statt sich um den katastrophalen Zustand in der Stadt Atlanta zu kümmern und die Verbrecher hinter Gittern zu bringen. Gott sei Dank haben wir diesen Telefonanruf aufgezeichnet. Es sind alles Kranke, Irrsinnige, die uns hetzen. Am ersten Tag werde ich eine Exekutivorder unterzeichnen, dass die Rassentheorie nicht mehr erlaubt wird und dass man sexuelle Chirurgie an unseren Kindern nicht mehr vornehmen darf. Ich werde unsere Bildung beschützen. Ich werde Männer aus dem Frauensport entlassen. Ich werde es nicht mehr zulassen. Ich werde es verbieten, dass Kinder sexuelle Umwandlungen chirurgisch vorgenommen werden können.
Könnt ihr euch vorstellen, dass wir für 5 Jahre über so etwas mal hätten reden müssen? Und ich werde Transgender im Militär nicht mehr erlauben. Ich werde keinen einzigen Cent an eine Schule geben als Unterstützung, wenn du die Kinder vom Kindergarten bis zum Abitur verpflichtest, dass sie geimpft werden müssen. So bekommt ihr keine Unterstützung mehr von mir. Ich werde auch ein Komitee ins Leben rufen, das untersucht, warum wir plötzlich so eine große Sterblichkeit bei Kindern haben. So wie ich es für 4 Jahre lang getan habe, so werde ich als zweite Zusatz unserer Verfassung aufrechterhalten. Der zweite Zusatz für das Recht, Waffen zu tragen, ich werde es aufrechterhalten und unterstützen. Ich habe es immer verteidigt, dieses Gesetz. Ich werde das ungeborene Leben schützen. Und niemand hat es so sehr geschützt wie ich. Und ich werde alles tun, damit wir einen einzigen Tag wählen. Wir werden saubere Wahlen haben. Wir werden Wähleridentifizierung pflichtmäßig einführen. Ich weiß, dass 80% der Demokraten eine Wähleridentifizierung wollen, einen Wählerausweis wollen. Und Frankreich hatte man 36 Millionen Menschen gewählt und an einem Tag war es vorbei, am selben Abend. Und wir werden Papierstimmzettel und einen einzigen Tag dazu verwenden. Sie haben Wahlen, die 57 Tage dauern, bis sie zu Ende sind. Und wo sind in der Zwischenzeit die Stimmzettel? Und die Republikaner müssen zu den Wahlurnen gehen. Wir müssen unser Land wieder renovieren. Der Handel ist, die Wirtschaft ist in der Bankrott. Russland, Iran, Nordkorea, sie haben jetzt eine Allianz gegründet und sehr mächtig. Sie haben eine Koalition, die sehr mächtig geworden ist. Und unser Dollar geht in den tiefen Keller. Er verliert seinen Wert. Wenn wir den Weltstandard unseres Dollars verlieren. Wenn ich wieder im Amt bin, wird das nicht passieren. Genauso wie Russland niemals die Ukraine angegriffen hätte. Und übrigens haben sie das nicht getan während meiner Amtszeit. Das geben selbst die Demokraten zu. China hätte niemals gedacht, Taiwan einzunehmen. Wenn man die 5 schlimmsten Präsidenten in der Geschichte der Vereinigten Staaten nimmt, würden sie gemeinsam nicht so viel Schaden unserem Land zugefügt haben, wie Joe Biden es getan hat. Wir sind eine Nation, die im Niedergang ist. Und jetzt diese radikalen linken Irren wollen sich einmischen in unsere Wahlen. Sie sind korrupt, wir werden es nicht zulassen. 2024 ist unser endliches Kampf, es ist unsere Schlacht, die wir führen müssen. Wir werden die Globalisten ausrotten, wir werden die Kommunisten ausrotten, wir werden die kranke politische Elite nicht mehr zulassen, wir werden Fake News Medien ausrotten, wir werden den korrupten Joe Biden aus dem Amt jagen und den Sumpf austrocknen. Und die große, schweigende Mehrheit ist im Aufwind wie nie zuvor. Unter unserer Führerschaft, die vergessenen Männer und Frauen werden nicht mehr vergessen sein. Mit eurer Hilfe, eurer Liebe werden wir Amerika an erste Stelle setzen und wir werden Amerika wieder groß machen. Make America great again. Gott möge euch alle schützen. Vielen Dank.
Meine Lieben, danke, dass ihr heute hier wart, dass ihr so lange ausgehalten habt. Bitte teilen, teilen, teilen. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag. Ruht euch aus. Vergesst uns nicht. Wir sind mitten in einer Schlacht, die gerade begonnen hat. Und wir werden euch weiter treu bleiben. Ich verbleibe wie immer euer Arti. Und bitte, morgen werdet ihr ein besonderes Video von mir haben. Wenn ihr aufsteht, wird dieses zweistündige Video über Sound of Freedom und die Hauptdarsteller veröffentlicht sein, aber nur auf Rumble, nur auf Rumble. Alles Gute, euer Adi, macht es gut und einen schönen